Hey Raf, Hey Micky! hast du heute schon über Filme geredet? Nein, habe ich nicht, aber das werde ich jetzt ändern. Das ist okay. Perfekt. So, wir haben uns jetzt richtig hier hingesetzt. Hier in Mickys Pleasure Room Studios. Und, Hallo erstmal. und hallo. Und wollen heute über einen Film namens Fright Night sprechen. Von 1985. Von 1985, US-amerikanische Produktion. Ja, ey, das war eine coole Idee, Micky, den vorzuschlagen. Den kannten wir ja beide schon vorher. Ja. Klassiker. Aber Muss man der direkt hat mir vorweg. wirklich nochmal Spaß vorwegnehmen. gemacht und ich finde, der passt einfach sehr in die Sommerzeit. Das ist so ein Ja. Summertime-Blockbuster-Horror mit Humorelementen. Passt einfach perfekt in die Jahreszeit. Ja. Ich muss ehrlich sein, als wir uns überlegt haben, hier dieses Podcast-Format irgendwie zu machen, war wirklich auch eine meiner Ideen für die Namensgebung, tatsächlich zu sagen Fright Night. Also das ist unser Cast, ist, ne? Aber wir haben uns ja dann darauf geeinigt, dass wir uns nicht in so ein enges Korsett schnüren wollen und das auf das Horrorgenre begrenzen. Deswegen könnte es durchaus sein, dass auch nochmal andere Genre angesprochen werden. Und ja, deswegen hat der Titel da nicht so ganz gepasst. Aber ich glaube, ich habe dir das auch irgendwann mal gesagt als Name. Ja, hattest du. Möglichkeit. Und Wir hatten da ganz, ganz viele deswegen, verschiedene. es war mir auf jeden Fall dann auch wichtig, dass der Film an sich trotzdem auch irgendwann mal besprochen wird, wo der Name herkommt. Ja, ey, ich kann mich nur wiederholen, gute Wahl, weil der ist wirklich spitze. Ich habe den relativ spät gesehen erst. Ich habe den, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren das erste Mal gesehen. Also so in der, ne, so wo der rauskam, ja, logischerweise nicht, da war ich noch nicht geboren, aber auch so später dann, so in meiner Zeit, in meiner Videothekenzeit, wo ich dann Filme mir da ausgeliehen habe oder so, erinnere ich mich auch noch nicht mal daran, dass ich da mal das Cover oder so gesehen hätte oder dass der mal im Fernsehen gelaufen wäre oder so. Mhm. Weiß ich alles gar nicht und das Poster ist ja auch sehr ikonisch. So, das wäre mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben, behaupte ich jetzt mal. Ja. Aber gar nicht. Das war wirklich so ein, ja, so ein unbekanntes Ding, als ich mir das mal geholt habe, weil der wurde auch sehr verscherbelt. Ich weiß nicht, ich habe für die Verrückt. Blu-ray damals, glaube ich, Verrückt. 7 Euro oder so bezahlt Ja. und hatte auch erwartet, dass es eher so ein trashiger B-Movie-Horrorfilm ist, Ja. was er aber gar nicht ist. Was er gar nicht ist, nee. Also, um das vielleicht auch noch von meiner Seite zu schildern. Also, ich habe tatsächlich die beiden Filme Fright Night 1 und 2, über die wir heute sprechen möchten, in verkehrter Reihenfolge gesehen. Mhm. Also, konnte ich aber auch nicht vermeiden, weil in der Zeit war man auch einfach auch auf Fernsehausstrahlungen von Horrorfilmen angewiesen. Man konnte noch nicht alles bekommen und ja, da lief halt mein Nachbar, der Vampir, und der Titel hat mich natürlich sofort fasziniert. Hab gedacht, oh, das muss ich mir angucken. Zu Beginn des zweiten Films, wollen wir jetzt mal noch nicht so viel sagen, aber gibt es auf jeden Fall dann auch einen kurzen Flashback und ein paar Szenen vom Ende vom ersten, um die Story wieder aufzufangen. Und ich habe das dann erst geschnallt, dass das der zweite Teil von etwas ist, weil der deutsche Titel, Mein Nachbar der Vampir, verrät das ja nicht unbedingt. Hm. Und dann fand ich den aber auf jeden Fall so stark, dass ich unbedingt mehr wissen wollte und habe den auch in der Videothek rausgesucht und habe dann gesehen, dass davon beide Cover und also die Kassetten auch nebeneinander standen, bei uns in der örtlichen Videothek. Gut sortiert. Und beide auch das ähnliche Motiv haben, ne? Also ist ja ein bisschen abgewandelt Ja, das zum Haus zweiten. ändert sich. Genau. Ja, können wir vielleicht nochmal erläutern später, aber jedenfalls habe ich dann die zweite Kassette, aber ich konnte die halt noch nicht kriegen und das war so ein Film, den wollten meine Eltern mir auch nicht unbedingt ausleihen und dann war ich da auch auf eine Fernsehausstrahlung abhängig, also Angewiesen? angewiesen, genau, danke. Ja, das sind diese Wortfindungsstörungen. Das ist bei Leuten, die sich mit Podcasts beschäftigen,
Das ist ganz normal. Auf jeden Fall. Das gehört Ja. zur Standardausrüstung. Ja, und dann lief irgendwann nämlich unter dem ominösen Titel Rabenschwarze Nächte der Film dann im Fernsehen. Und das war der erste. Lief das dann als Double Feature oder war das Nee. Die liefen alle unabhängig voneinander, auf verschiedenen Sendern sogar. auf verschiedenen Und Sendern? ja, das ist wirklich verrückt. Aber der kam ja erst Monate später, der erste im Fernsehen. Oh. Ja, also es war Wild. wirklich eine verrückte Reihenfolge, aber ich mag die beide sehr. Ja, die sind wirklich beide cool. Genau, der erste ist auch ein Regiedebüt von Tom Holland gewesen, Ja, richtig. der später mit den Chucky-Filmen, also mit Chucky 1 zumindest, ich weiß gar nicht, ob der die alle danach gemacht hat, nee, ne? Nein. Aber Nein. den ersten hat er gemacht. Den ersten hat er gedreht und auch mitgeschrieben, aber der Charakter von Chucky selber gehört noch jemand anders, den gehört nämlich Don Mancini und der hat im Prinzip diese Figur entworfen und sowas. Aber das Drehbuch um die Puppe, das gehörte dann Tom Holland und die haben sich das so ein bisschen geteilt. Also Story bei beiden, so ungefähr. Okay. Und ja, wie kam Tom Holland dazu, den Film zu drehen? Der war vorher schon als Screenwriter aktiv und Ja. hat dann war irgendwann unzufrieden mit den Sachen, die der da gesehen hat, wie seine Drehbücher halt umgesetzt worden sind. Und da hat er sich gedacht, hey, das kann ich doch besser. Und so kam es dann, dass er Fright Night halt gedreht hat. Ja, und der hat auf jeden Fall auch vorher unzählige Commercials und sowas gedreht. Das muss man auf jeden Fall noch dazu erwähnen. Also der war nicht ganz unversiert, der hat da schon ein bisschen Erfahrung mitgebracht und ist ja auch unter anderem, auch wenn ihm die Umsetzung vielleicht nicht gefallen hat, aber Psycho 2, basierend auf seinem Drehbuch, ist für mich eine der besten Horrorfortsetzungen, die eben nicht das Original kopiert. Absolut. Psycho 2 ist. Ich bin immer sehr, sehr vorsichtig geil. mit Superlativen. Also das aber wirklich, das ist eine beste Fortsetzung. Ja, und überraschend. Ja. Weil, also als ich den gesehen habe, habe ich nicht mit dem gerechnet, was man da zu sehen kriegt. Und war auch so, ja, okay, Psycho, was willst du da als Fortsetzungen drehen? Und ich muss ja sagen, ich mag ja auch Psycho 3 und 4 eigentlich. Aber die sind nicht so gut wie der zweite. Ja. Aber das sind trotzdem sehr solide Filme. Ja, und das, wie gesagt, auch dem Drehbuch gedankt. Ne? Also da kommen wir ja wieder auf den Tom Holland zurück. Und ja, das war auf jeden Fall dann trotzdem Fright Night seine erste Regiearbeit für einen Spielfilm. Genau. Und er hat Demnach- gesagt, er konnte sich relativ glücklich schätzen, Ja. weil ihm die von dem Studio relativ freie Hand gelassen wurde. Ja. Weil so parallel dazu 2 andere Blockbuster gemacht wurden, nämlich Perfect mit John Travolta und Die Frau des Profis Ja, mit, okay. wie heißt der? Miles O'Keefe? Michael O'Keefe? Ja, Miles O'Keefe? Miles O'Keefe, Der, glaube ich. der Barbar? Nee. Ich vertue mich da gerade. Okay. Aber irgendwie Also Miles O'Keefe, O'Keefe ja. ist auf jeden Fall hier der Barbar von Beastmaster. Nee, nicht Beastmaster. Der andere, der Arthur. Ja, natürlich. Ja, Aber der große war es, glaub Arthur. ich, nicht. Kann ich mir gerade nicht vorstellen. Ja. Ja, jedenfalls, der hatte da relativ freie Hand, das stimmt. Das habe ich auch so mitgekriegt. Und der hat auch für dieses Erstding eigentlich ein relativ solides Budget bekommen, denn ungefähr 9 Millionen Dollar. Das ist auf jeden Fall in großen Teilen auch in die Effekte geflossen. Was aber auf jeden Fall schon fertig stand, war das komplette Drehbuch mit, bis auf einen Teil, den ich gleich noch erwähnen kann vielleicht. Aber das Drehbuch hat er schon komplett mitgebracht und jeder, der sich das durchgelesen hat, war davon überzeugt, das kann was Großes werden. Weil der das wohl auch so geschrieben hat. Der hat ja nicht so unbedingt, der wollte in seinem Drehbuch das schon so visualisieren, dass man sich genau vorstellen kann, wie jeder Shot aussieht. Und jeder, der das Drehbuch vorgelesen oder selber gelesen hat, also vorgelesen bekommen hat,
der war dann direkt davon fasziniert, wie das Ganze beschrieben war, wie detailliert. Mhm. Und das hat die Leute direkt gecatcht. Ja, und also das auf jeden Fall, finde ich, erwähnenswert. Ja, man merkt auf jeden Fall beim Gucken des Films, dass es einfach eine sehr runde Nummer ist. Mhm. Also Ja. sowohl was die Story angeht, da ist nichts zu viel, nichts zu wenig, sondern ist genau richtig so. Das Erzähltempo ist sehr, sehr angenehm, finde ich, beim Film, weil so gar keine Langeweile aufkommt. Mhm. Ich muss Es gerade ein passiert bisschen eigentlich schmunzeln. immer Vielleicht sollen wir die Story kurz erzählen. Stimmt, haben wir das noch nicht gemacht? Nein. Dann lasse ich dir den Vortritt heute. Nee, komm. Willst du nicht? Traust du dich nicht? Ich traue mich nicht, genau. Ja, die Story ist im Prinzip aber relativ leicht erklärt. Das spielt so in den Suburbs einer amerikanischen Vorstadt, so wie man das richtig schön aus amerikanischen Filmen kennt. Gehobene Mittelschicht, schön Vorstadthäuschen, Vorgärten. Jeder hat ein cooles Auto. Das Auto von Charlie Brewster Ja. ist sehr cool, Ja, muss ich das doch mal stimmt. sagen. Das Verdammt stimmt. coole Karre. Charlie Brewster ist der Name der Hauptfigur und er wohnt alleine mit seiner Mutter in einem Haus und gegenüber kommen neue Nachbarn hin. Genau. Und schon in der ersten oder in der zweiten Nacht, ich weiß gar nicht genau, welche das jetzt war, hört er merkwürdige Geräusche und guckt mal rüber, linst mal rüber, was da so los ist. Ja, einfach das Fenster zum Hof quasi. Das Fenster zum Hof, na. Wie hieß denn dann der später nochmal, der Film mit Shia LaBeouf? Disturbia? Disturbia. Disturbia. An den musste ich auch kurz Genau. denken. Ja, und es gibt natürlich noch 1000 Varianten, die Ja, das genau. Fenster zum Hof antatschen, so, ne? Also ist klar. Ja, absolut. Also das ist, genau, auch klassisches Motiv im Prinzip. Mhm. Und da stellt er aber fest, eines Abends, dass der Nachbar Fangzähne hat und komische Fingernägel. Ja. Und Leichensäcke hin und her transportiert Und Leichensäcke werden. hin und her und transportiert. Särge. Und was ich hier sehr löblich zu Charlie Brewster sagen möchte, der macht es eigentlich so, wie man es oft in Filmen nicht sieht. Der geht direkt zur Polizei, der redet mit allen darüber, der macht da ordentlich Alarm. Ja, Problem, keiner glaubt dem. genau. Weil der hält da auch nicht hinterm Berg zurück, dass das halt sein Nachbar ein Vampir ist. Und ja, wie gesagt, da geht er auch mit der Polizei rein, da ist ja dieser komische Gehilfe von dem Nachbarn noch mit dabei und spielt das eigentlich relativ cool runter und wirkt auch tatsächlich so, ja, was will der Junge hier von mir? Und ja, dabei bleibt es dann erstmal, Mhm. wenn da nicht noch eine berühmte TV-Persönlichkeit wäre, die von Charlie Brewster ja, im TV verfolgt wird, nämlich eine Figur namens Peter Vincent, der so der früher in Vampirfilmen mitgespielt hat und mittlerweile da zu dem Zeitpunkt des Films seine eigene TV-Serie hat, wo der Horror-Classics zeigt und die von ihm so anmoderiert werden. Ja. So ein bisschen Elvira in männlich. Ja, Ja. ja das trifft Mit, eigentlich. mit, einem Van Das Helsing, trifft's mit einer sehr Van gut. Helsing-Figur. Ja. Aber genau, so viel dann erstmal zum Setting. Man hat einen charmanten Charakter, mit dem man mitgehen kann, als Hauptfigur. Man hat seinen Star, den er irgendwie verfolgt und anhimmelt. Und den Nachbarn, der offenbar irgendwas zu vertuschen hat oder eine Bedrohung darstellt. Dann gibt es noch andere Figuren, den besten Freund und seine Freundin, halt Amy. Und dann entsteht daraus auf jeden Fall so ein kleiner Konflikt, weil ihm halt niemand glauben möchte. Genau. Und Freund ist auch so ein bisschen so eine Sache, so ein ambivalentes Verhältnis haben die beiden mit dem guten Evil, nennen sie ihn dann ja auch immer. Evil Ed. Evil Ed. Der aber auch wirklich, ja, ambivalent trifft es eigentlich ganz gut, weil einerseits unterstützt er ihn halt am Anfang auch. Charlie kommt irgendwann sehr aufgelöst zu ihm hin und sagt, ja, ey, fuck, mein Nachbar ist ein Vampir, der wird mich umbringen heute Nacht. Was kann ich dagegen tun? Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe, genau. genau, und lässt sich dann da von ihm auch beraten. Da kommen dann so die Klassiker, aber halt, ne, von wegen Knoblauch, nicht reinbitten, auf gar keinen Fall reinbitten. Also da werden erstmal alle Vampirregeln, die man in einem Film braucht, runtergebetet, damit man genau weiß, wo
wo das Ganze hinführt. Genau. Man darf nicht vergessen, Spiegel, der Film ist von Knoblauch, 85, also war das Sonnen... noch nicht ganz so tot gekaut wie heutzutage, aber schon auch. Ich meine, es gab ja schon die ganzen Hammer-Studio-Sachen. Ja, also der ganze Film ist eine Liebeserklärung an die ganzen Hammer-Filme auch. Ja. Also auch die Figur Peter Vincent, dieser TV-Host, der seine Sendung moderiert und den Charlie Brewster vergöttert, der ist ja auf jeden Fall auch, der Name alleine, wissen wir ja, Peter Cushing. Ist aus Peter Cushing und Vincent Price zusammengesetzt und genau so eine Figur bekommt man da halt auch. Ne? Ja. Und also diese Figur und das Ganze mit dem Vampir-Setting und auch, dass der Vampir eben nicht wie heutzutage auch diese Glitzervampire gibt oder wie es irgendwelche 0815 Standard-Vampir-Sachen, wie man das heute so irgendwie vielleicht auch erwartet. Das gab es zu der Zeit noch nicht, weil der Film ist halt von 1985 und der hat ein ganz schönes Redesign auf jeden Fall angewandt und ist gleichzeitig aber so mit kleinen Nuancen so eine Verehrung vor dem klassischen Christopher Lee Dracula. Also die Hauptfigur zumindest. Ne? Jerry Dandridge, sollte man vielleicht sagen, ist also der Vampir in der Geschichte. Und der ist so ein ganz, ganz starker, man merkt, der strahlt aus Kraft und Überlegenheit und Sexappeal. Und das packt er unheimlich gut. Ja, und der hat generell auch so was Aristokratisches. Und ja, nach der Definition ein sehr klassischer Vampir. Ja. Ja. Ist auch. Kann man so stehen lassen, ja. Ja. Habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen dazu. Ja, der macht das generell sehr cool. Also ich finde, der füllt die Rolle sehr, sehr cool aus und macht das sehr, sehr glaubwürdig. Und ist dann auch wirklich in den Stellen, wo ob der bedrohlich oder verführerisch wirken soll, füllt er das dann in dem Moment wirklich sehr, sehr gut aus. Also es ist generell, möchte ich sagen, der ganze Cast liefert ganz, ganz starke Leistungen ab. Ja, auf jeden Fall. Wusstest du, dass Charlie Sheen gecastet werden sollte Ja, für die Hauptrolle? Wusste ich. Das Paralleluniversum würde ich gerne mal besuchen, wo das ist. Ja. Aber das würde wirklich nicht passen. Nee, das Ding ist aber, ich kann noch ein kleiner Funfact dazu. Und zwar Charlie Sheen hat sich beworben also bei einer Audition für die Rolle. Und als der wohl reinkam, bevor der überhaupt irgendwas darstellen oder performen konnte, hat Tom Holland schon gesagt, nee, du bist zu hübsch. Ich kann dich nicht gebrauchen. Du kannst nicht mein Charlie Brewster sein. Also der brauchte gar nicht erst anfangen. Der hat ihn direkt wieder rausgeschickt. Ja, aber zu Recht, weil das hätte nicht gepasst. Weil der wäre zu cool. Ja, und das ist halt nicht der nette Junge von nebenan, mit dem man sich identifiziert. Ja, der halt auch tendenziell so ein bisschen derpy ist zumindest, ne? Der ist ja jetzt kein Opfertyp oder so, aber der ist halt schon ein bisschen derpy. Und also beim Casting möchte ich aber noch was anderes erwähnen. Der Jerry Dandridge zum Beispiel, gespielt von Chris Sarandon, der war zu der Zeit schon eine große Nummer und ist auf jeden Fall, der hat vorher keine Ahnung, beziehungsweise The Sentinel und anderen großen Produktionen auf jeden Fall schon mitgemacht. Und das ist mehr oder weniger der einzige, wo es umgekehrt gelaufen ist. Und zwar hat Tom Holland sich beworben, dass der den bekommt. Ach, und wie lief das dann? Das lief wirklich so, dass die sich getroffen haben und Tom Holland dem das ganze Drehbuch vorgelesen hat. Und nach 10 Minuten hat der Chris Sarandon dann gesagt, alles klar, ich bin dabei. So wie das hier gerade rüberkommt, will ich dabei sein. Nice. Finde ich auf jeden Fall auch geil. Also es ist wirklich, der hat sich um den beworben. Der hat dann gesagt, den will ich haben, weil der sollte dann, irgendwie war das gerade unklar, was der als nächstes macht und ob das ein Horrorfilm jetzt gut in seiner Vita ist. Und finde ich auf jeden Fall auch eine witzige Nummer. Ja. Wenn man jetzt noch erwähnt, der weitere Cast ist jetzt unter anderem Roddy McDowall, auch ein großer Darsteller gewesen.
und unter anderem ja auch bekannt als aus dem Planet der Affen-Film. Ja, in einigen, da waren ganz vielen dabei, ne? Ja, und in vielen anderen Filmen, auch Horrorfilme. Der war aber in den 80ern schon so ein bisschen abgetakelter Darsteller, wo das ganz normal gelaufen ist. Da haben auch alle erstmal gedacht, na, nicht, dass das nachher so eine Diva ist oder so, aber der war ganz cool und ein netter Typ wohl. Ja. Der hat sich ganz normal beworben auch. Okay. Aber finde ich gut, dass sie ihn genommen haben, weil der hat auch eine sehr sympathische Komponente da reingebracht und auch so ein bisschen Comic Relief mäßig, ne? Weil der ist ja schon allein, als wir den jetzt geguckt haben, ne, wenn man dann so diese Filmausschnitte sieht aus seinen alten Filmen, dann ist der da halt auch so ein Vampire Hunter, der den Pflock falsch herumhält und solche Späße halt. Ja. Wo dann die Frage ist, war das gewollt so oder genau. war das halt einfach ein Fehler beim Drehen? Ja. Also diese Snippets von diesen alten, nicht existenten Filmen, die sind auch echt super witzig. Ja. Und auch, man merkt sofort Overacting to the top, ne? Also der Film Fright Night fängt mit so einer Szene an und das alleine sagt einem schon, hier wird nicht alles ganz so bierernst sein. Ja, das absolut. Also der Film hat ja die ganze Zeit so ein Augenzwinkern, hat die ganze Zeit Humor und vernachlässigt aber darüber nicht die Horrorelemente. Die sind ja trotzdem da und man merkt da auch, dass da irgendwie Respekt vom Genre da war und aber auch ganz viel Liebe in den Effekten halt. Wie halt das Make-up von den Vampiren ist und die ganzen Special Effects, wenn da irgendwer verbrennt oder was auch immer da mit den Leuten passiert. Das sieht schon verdammt cool aus. Wir haben das auf Blu-ray geguckt und es ist einfach ein Fest, diese alten Filme hochauflösend zu sehen. Das sieht richtig, richtig nice aus. Richtig Eiscandy. Ja, also handgemachte Effekte in Hochauflösung sind, wenn die gut gemacht sind die heute immer noch top-notch. Ja, und wir haben vorhin noch so eine Doku darüber geguckt und da haben wir dann erfahren, dass der Special Effects Mensch, also damals war der noch ganz jung und hatte aber trotzdem schon Erfahrungen gemacht bei Howling und American Werewolf in London. Und Ghostbusters. Ja. Welcher ist da der Beste von den dreien? Das ist verrückt, oder? Ja, welcher ist da der Beste? Wow. Ja. Unbeantwortbar. Ja. Aber genau mit so einer Klasse an Special Effects haben wir es hier zu tun. Aber was ich zu dem Humorpart noch kurz sagen will, das war ganz genau beschrieben alles in dem Drehbuch auch. Wie weit das geht mit dem Humoraspekt. Weil Tom Holland hat ganz klar gesagt, er hatte zu der Zeit, der war unheimlich immer konzentriert und hat versucht, alles immer so genau hinzukriegen, akribisch. Und der hat aber gesagt, ich mache Humor da rein, weil ich das cool finde, aber ich mache keine Parodie. Mhm. Stimmt. Das wollte ich noch sagen. Ja. Also. Ist es halt auch gar nicht. Ja. Es gibt genau so ein paar Hommage-Sachen, aber eben keine Parodie. Und um den Cast noch weiter fortzuführen, so der bekannteste Name aus heutiger Sicht dürfte dann eigentlich Amanda Beers sein, die man dann aus Eine schrecklich nette Familie kennt. Die dann Marcy Darcy. Du bist ein Huhn! Die nicht viel später, oh Gott, wann fing es denn mit schrecklich nette Familie an? 88? Ja. 87? Nicht viel später. Nicht viel später, ne? So 2-3 Jahre später. Ja. Und ging ja auch über 10 Jahre oder so. Ja, ne? ja, das ging bis Ende der 90er. Das war ein Ding, das weiß ich noch, als kleines Kind haben das, oder als kleines Kind, aber so mit, weiß nicht, 5, 6, das haben meine Eltern auch im Fernsehen geguckt. Das war eine Nummer damals. Ich meine, wenn ich es richtig im Kopf habe, war es Pro7. Ich bin mir sehr sicher, dass es Pro7 war. Ja, doch. Und das war noch so die Zeit, wo man manche Sachen auf VHS aufgenommen hat. Auf dem Heimvideorekorder. Ja, gab's das bei euch auch, ja? Ja, klar. Ja, der war sogar super geil, weil da konntest du auch Datum und Zeit einstellen. Das heißt, du musstest nicht zu Hause sein, um was aufzunehmen. Schnickschnack. Super geil war das. Einziger Nachteil, dann hattest du natürlich die Werbung drin. Und ich glaube, es gab keinen Endpunkt. Ich bin mir nicht sicher, ob man einen Endpunkt einprogrammieren konnte. Ja, früher gab es ja auch dieses Showview-Code-System bei Videoaufnahmen, ne? Kennst du das? Sagt dir das was? Der Name, da müssen wir kurz ein bisschen abweichen. Bitte? Muss mal kurz hier vom Thema ein bisschen abweichen. Ja, kleiner Exkurs. Aber bei Videoaufnahmen, irgendwann hat sich dann
irgendein pfiffiger Typ hat sich überlegt, wir machen da ein zentralisiertes Ding draus und es gibt dann so Codes, die mitgesendet werden vom Fernsehsignal, dass der Videorekorder dann mit Erhalt dieses Codes anfängt aufzunehmen. Und diese Codes waren dann in den Fernsehzeitschriften, waren dann immer neben den Filmen waren so Codes dargestellt. Und das waren die sogenannte Showview-Codes. Und dann stand auch auf den Videorekordern immer extra so ein Siegel drauf, so ein Logo von diesem Showview-System. Und das hatte wohl eine Marke. Und das war wirklich wild. Also in jeder Zeitung war dann immer überall mit Showview-Codes hinter den Fernsehausstrahlungen. So viel dazu. Und dann brauchtest du gar nichts mehr machen. Du brauchtest dann im Videorekorder nur noch sagen, zack, 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 den Code aufnehmen und dann hattest du das, wenn du abends nach Hause kamst. Boah, mega, nee, aber das ist an mir vorbeigegangen. Das hatten wir definitiv nicht. Oder das gab's schon nicht mehr. Oder das gab's schon nicht mehr, vielleicht auch das. Das ist ja meine Hat sich nächste nicht Frage durchgesetzt. gewesen. Was war denn das? Wie dieses Internet. Wie dieses Internet, dieses Verrückte, was vor 5 Jahren angefangen hat. Ja, ich glaube, so lange ist das noch gar nicht. Nee, ne? Ist noch frischer. Mhm. Aber, genau. Rechnet Familie Cast. macht das. Ah, genau, Amanda Beers. In Mhm. einer ihrer. Ja, die hat ja nicht so viele große Rollen in Fernsehfilmen Nee. gehabt danach. Ich wüsste nicht, wo ich die sonst noch gesehen habe. Genau. Nö, so viele große Rollen. Ich habe es gibt auf jeden Fall auch noch ein paar Komödien und so 80er, diese, was ist das hier, sowas, so Fun Guys at the Beach Komödien, ne, sowas in der Art. Nämlich, unter anderem gab es auch eine Komödie, ein Jahr vorher oder so, wo Amanda Beers und Stephen Geoffrey schon zusammen gespielt haben. Das ist auch ein Darsteller, der bei Fright Night mitmacht. Genau, das Der wär diesen Evil Ed. Ja. Und deswegen kannten die sich schon und witzigerweise haben die sich dann auch auf dem Set befreundet bei dem anderen Film und haben dann sich verabschiedet mit, ja, ich muss mal weiter, ich habe in ein paar Monaten schon wieder einen neuen Dreh und dann haben beide festgestellt, ey, wir sind beim selben Film dabei. Voll Die Welt wild. ist klein. Ja. Hollywood ist ein Dorf. Hollywood ist ein Dorf. Ja. Eindeutig. Aber zu dem Zeitpunkt ist Stephen Geoffrey bei dem Casting noch davon ausgegangen, dass er die Hauptrolle Charlie Brewster spielt. Stimmt, ne? Und er war dann relativ enttäuscht, als der Ja. herausgefunden hat, dass es nicht so sein wird. Ja, stimmt. Das habe ich auch gelesen. Ja, aber eben, so war es ja nicht, sondern er war halt Evil Ed. Und die Figur ist auch, ja, interessant auf jeden Fall, weil ich finde, der spielt die sehr, sehr gut. Der hat so, weißt du, an wen ich da auch denken musste? An König der Löwen, die verrückte Hyäne, die auch Ed heißt. Ja, das stimmt. So mit dieser hysterischen Ja, Lache. das ist echt super. Also so ein Gackern, Kichern, alles in einem. Total gehässig. Super wild. Und der hat auch dann den Mund weit aufgerissen, wenn er so losgackert. Das ist schon sehr ikonisch irgendwie auch. Absolut. Und ist dir aufgefallen, dass immer, wenn der zu sehr lacht, irgendwann hält er sich die Hand vor den Mund. Ja. Das ist auch so eine Masche der Figur. Ja, ist auch so ein Fun-Fact, das wohl jetzt Jahrzehnte später, wo der Film immer noch abgefeiert wird, auch auf Festivals gezeigt wird und bei Conventions dann auch die Leute eingeladen sind, dass dann die Zuschauer oder Fans dann immer da den ansprechen und sagen, der soll nochmal so lachen und der dann immer erst erklären muss, ey, das war eine Rolle, so, ich bin nicht wirklich so. Also finde ich auf jeden Fall auch witzig, dass das kleben geblieben ist auch, ne? Und dass man scheinbar immer noch Leuten sagen muss, dass wenn ein Schauspieler in einem Film etwas macht, dass es nicht unbedingt das ist, wie er privat ist. Ja. Finde ich Das immer wäre- wieder erstaunlich, gerade so bei so Filmnerds, die dann zu so Conventions gehen. Mhm. dass sie Also das wäre auch wirklich bei ernst in Horrorfilmen ein Frage bisschen bedenklich, stellen. Ja, wenn Ein die, wenig. wenn die Leute dann wirklich so drauf wären. ist so. Ja. Ja, und der Hauptdarsteller selber, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Nur am Rande, ja. Also Charlie Brewster wird gespielt von William Ragsdale. Und der ist halt so ein dunkelhaariger, junger Mann, der wirklich so der nette Typ von nebenan sein könnte. Der nette Dude. Und ja, den kennt man vielleicht aus Waxwork. Da hat er auf jeden Fall noch mitgespielt. Und ansonsten später auch noch
Ich glaube, bei einem Hitcher, Bei dem Remake meinst du? ja, ich glaube, bei dem Remake vom Hitcher hat er irgendwie mitgemacht. Oh, das weiß ich nicht. Ich Aber habe das Remake gesehen. Das habe ich jetzt nicht Sean Bean, irgendwo, meinst das du? habe ich jetzt nirgendwo aufgeschrieben oder nachgeguckt. Das Ja. ist jetzt Weiß ich nicht. Ich die würd mich lose nicht daran Erinnerung eines alten Mannes. Ja. Ja, über das The Hitcher Remake kann man auch Ja. den Mantel des Schweigens. Ja. Ja, wobei, muss man den so ganz. Aber der kommt auf jeden Fall nicht ans Original. Da gibt es heute noch ein ganz anderes Remake, wo wir einen Mantel des Schweigens drüber legen werden. Das ich auch nicht gesehen habe, by the way. Aber stimmt, du meintest schon, dass das nicht so cool ist. Nämlich von Fright Night gibt's, 2011, meine ich, gab es Ja. ein Remake. Ich hab's nicht gesehen. Ja, mit Colin Farrell in der Hauptrolle als Jerry Dandridge. Ja, und war's nicht hier fucking McLovin? Ja, Ja, ey, nenn den doch zuerst. ja, McLovin. Also ich weiß aber nicht, wie der Darsteller heißt, aber Ich peinlich. Colin Farrell kennt man ja. Aber der ist ey, ja- McLovin ist, da weiß jeder, wer gemeint ist. Also ich möchte wirklich nicht über das Remake sprechen. Dann lassen wir's. Ich habe es einmal geguckt und ich konnte mir beim besten Willen nicht erklären, wie das ein Greenlight bekommen hat. So furchtbar. So schlimm. So schlimm und das ist auch mit Recht so, dass wenn man über Colin Farrells Filmografie spricht, dass der nicht erwähnt wird. Also das ist wirklich ein schlechter Film. Es gibt aber auch noch einen weiteren Fright Night. Ja. Also nicht nur die beiden aus den 80ern, die wir heute ja bequatschen. Kommen nämlich später vielleicht auch noch zu einem zweiten dann. Ist der Plan zumindest. Ja. Aber es gibt nach dem 2011er Remake, wo ich mich jetzt schon wieder so cringe die Luft in mich reinsauge, ja, gibt es nämlich auch noch einen weiteren Film, der heißt Fright Night Part 2 und der hat bei uns sogar den deutschen Beititel Fright Night 2 Frisches Blut. Und der ist, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe nicht nachgeguckt, aber 2015 ungefähr, also oder 16, um die Ecke, also Mitte der 10er Jahre. Und der ist eine Low-Budget-Produktion, die in Bulgarien gedreht wurde und hat wirklich nur noch ganz lose mit dem Story-Konstrukt zu tun. Und das Ganze ist in eine Art orientalisches Setting versetzt worden und irgendwie mit so einer Burg. Und das geht aber auch so ein bisschen, kann man sich die Story vorstellen, cross mit Lady Bathory. Also die Blutgräfin. Ja. Und das wird da alles miteinander vermengt. Aber die weibliche Vampir-Hauptfigur heißt Jerry Dandridge und ist eine Frau. Und eindeutig Hommage an. Ja, genau, an die eindeutige Nummer. Ja. War aber auf jeden Fall, deswegen kennt ihn wirklich niemand. Das ist wirklich eine ganz kleine Produktion und da wurde auch nie groß beworben. Aber es gibt ihn. Verrückt. Hast du eigentlich mal irgendwas von diesen indischen Produktionen gehört aus den 90ern? Es gibt wohl auch 2 indische Bollywood-Produktionen. Von Fright Night. Von Fright Night. Nee, da bin sogar ich raus. Oh. Ja. Das klingt nach einem Vorwurf. Das klingt. Nee, da wird mir wahrscheinlich Anita! zu viel getanzt. Also, Oh ja, aber den würde ich dazu, mir vielleicht auch angucken. Diese Ja. Bollywood-Sachen sind diese indischen Nachmach-Horrorfilme. ja, da sind manchmal ein Blick wert, das stimmt. Ist eine Sache. Wobei Also, dieses da muss Nightmare on man- Elm Street, ob man den auch mehr als einmal im Leben Ja, gucken möchte, weiß ich nicht. Mahakal. Mach Also es ist tatsächlich so, dass wir schon eine ganze Latte an Filmen zusammen geguckt haben und da muss man dann dazu sagen, der Raff musste auch schon mal ein Nightmare Remake aus Bollywood gucken ja. und der ging dann 2,5 Stunden gefühlt und es wurde wirklich sehr viel getanzt und gesungen, aber der ist ein Blick wert. Der ist auf ein jeden Blick wert, Fall. allein weil der so schräg ist, aber damit hast du auf jeden Fall ein paar Leute gebrochen, glaube ich, mit dem Film. Den Ja. haben nicht alle verarbeitet. Das stimmt. Ja. Ja, wie auch immer.
Was ich noch eben sagen wollte, hier, als wir hier bei dem Cast waren, das war bei dem Film nämlich auch wieder so geil. Die sollen ja natürlich Teenager spielen. Wie alt werden die sein in dem Film? 17, 18, 19? Ja, genau. Also sind auf jeden Fall Schüler, ne? Also Highschool-Schüler, so oft sieht das aus. Genau. Und die Hauptdarsteller waren damals, also Ragsdale war 24 und Amanda Beers war sogar schon 27 Jahre alt, als der Film und der gedreht Stephen wurde. Jeffrey, weißt du das? Oh, das weiß ich jetzt nicht aus Das dem nicht Kopf. der war auf jeden Fall, ja, ich glaube, der war auch Anfang 20. Ja, also der Klassiker, man Ja, ist halt ja. so, wobei man muss sagen, Aber es ist cool, trotzdem gut besetzt, muss man sagen. Absolut. Also die sehen alle die sehen jung wirklich aus. Gut, ja. Vor allem Charlie Brewster sieht sehr jung aus da. Ja. Und was ich eben auch, wir haben den Film jetzt gerade frisch nochmal zusammen geguckt. Heute dann in der HD-Fassung, wie der Raff eben schon gesagt hat. Und was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass der wirklich auch mit seinen Augen kommunizieren kann und der kann auch wirklich was darstellen. Der kann auch, ohne dass der jetzt groß was in die Szene rein sagt, das nicht nur alles Dialoge tragen, sondern der kann wirklich gut vermitteln, der Darsteller, finde ich. Weil es gibt nämlich zum Beispiel eine Szene, wo der total zerstört aussieht, weil keiner glaubt ihm, er ist der Einzige auf der Welt, der Bescheid weiß. Der ist völlig am Boden zerstört und das strahlt er auch aus. Mhm. Und dann gibt es andere Szenen, wo der um Hilfe bittet. Oder ganz am Anfang ist der aber auch noch ziemlich lässig drauf. So. Ja, Also der kann das schon ganz gut variieren. Ich finde den gut besetzt. absolut. Aber ich habe es, glaube ich, schon einmal gesagt, ich fand alle wirklich gut besetzt. Auch die Mutter von ihm. Die hat ja nicht so viel Screentime und die spielt ja auch so die naive Mutter, die halt immer noch so denkt, dass ihr Sohn 8 ist oder so, ne? So behandelt ihr den ja auch hier mit hast schlecht geträumt, hier trinkt deine Hot Chocolate und genau. sei leise. Den Vampir natürlich hereinbittet, ganz selbstverständlich und so auf direkt ganz wieder eine naive Regel. Art und Weise. Aber worauf ich hinaus wollte, die Schauspielerin macht das richtig gut. Ja. Also die spielt die Rolle auch sehr gut und die hat nicht viel Screentime, die kommt, ich würde jetzt mal sagen, 3-4 Mal vor in dem Film vielleicht und dann ab irgendwann gar nicht mehr. Ist nur Mittel zum Zweck. Genau, Also, Mittel zum Zweck, aber die ist da auch on point. Genau, finde ich auch. Finde ich gut. Ja, kann man auf jeden Fall erwähnen. Aber was wir eben so ein bisschen übergangen haben, ich habe jetzt auch nicht den Namen vom Darsteller, aber in dem Haus des Vampirs ist ja auch sein Gehilfe. Ja, den haben wir angedeutet kurz, ne, glaube ich. Aber ja. Die Sache ist, es gibt ja bei vielen Vampirgeschichten immer so einen menschlichen Gehilfen, der dann dafür sorgt, dass sein Herr und Meister tagsüber schlafen kann und der sich um alles kümmert, vielleicht auch mal Opfer ran schafft für den Vampir im Haus, so ein Sklave quasi. Finde ich aber in dieser Situation, in dem Film, ist das ein bisschen anders pointiert, weil die Figur, die mit Jerry Dandridge in dem Haus lebt und auch tagsüber dann Charlie Brewster bedroht, die ist nämlich, die kommt gar nicht wie so ein Sklave oder wie so ein Leibeigener rüber, sondern die kommt rüber wie ein Freund von dem Vampir. Also die sind sich wirklich nah. Und da gibt es so kleine Szenen, wo die auch sich gegenseitig nur Blicke zuwerfen und sich genau verstehen. Ja, das stimmt. Also fand ich auch, da gibt es auch in der Doku, ich weiß nicht in welchem Punkt genau, es gibt auf jeden Fall, da gab es auch mal Gerüchte, dass die Figur auch irgendwelche homoerotischen Sachen unterstellt wurden, dass zwischen den beiden da auch irgendwas ist, weil die zusammen da wohnen. Aber Tom Holland hat auf jeden Fall dazu gesagt, dazu habe ich mir überhaupt nichts gedacht. Das sind einfach zwei Typen, die sich cool finden und zusammen wohnen, sozusagen. Ne? Ja. Also ich meine, das sind ja böse, aber auch böse also der hat sich sogar. überhaupt nichts Erotisches dabei gedacht. Ja, ich finde, das kommt auch in dem Film gar nicht Ja, so das ist rüber. wieder so eine Unterstellung, die heutzutage dann irgendwo mal einer gemacht hat wahrscheinlich. Ja. Also was stimmt, ist auf jeden Fall, dass die eher so Equals sind. Ne? Also dass der da nicht Genau. im Befehlston mit dem redet oder den halt behandelt wie so ein Knecht oder so. Ja, genau. Wie man das dann vielleicht so kennt wie bei What We Do in the Shadows. Ja, Da richtig. hat der ja auch da seine Genau, Anwärterin und die wird ja wirklich behandelt wie Dreck und muss da alles für die machen und die macht das halt, um auch ein Vampir zu werden. Aber so eine Art Anwärter ist er ja schon.
Aber das wird eigentlich nicht thematisiert, ne? Das Nee. schwingt so mit. So Das schwingt so mit und es ist auch so eine ewige Frage und in einem Interview mit dem Darsteller wurde ihn dann auch irgendwann 100.000 Mal schon gefragt. Er sagt auch, ich kann die Frage nicht mehr hören. Jetzt so Was, fucking Tom Holland. was genau ist deine Figur? Ist das ein Mensch? Ist das schon ein Vampir? Ist das irgendwas dazwischen? Ist das ein Zombie? Es ist alles irgendwo in dieser großen Schnittmenge. Ja. Aber es ist wirklich nicht ganz genau definiert. Wird auch gar nicht aufgeklärt und es ist auch nicht schlimm. Ich finde das ziemlich cool, diese Nebenfigur. Und der hat wirklich dann gesagt, frag doch Tom Holland, ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ja. Und Tom Holland hat halt gesagt, ey, ich habe den Typ so geschrieben, so müsst ihr jetzt einfach mit leben. Der ist halt so da. Ja. Ja. Der hat auch sowas bisschen cartoonhaft Böses. Ja. Der ist ja auch einfach, ne, der ist ja nicht irgendwie mal nett oder so, sondern der ist ja schon immer auf der Seite von seinem Meister eindeutig. Ja. Ist immer so ein bisschen eklig zu Charlie halt. Ja. Ja, aber halt nicht so übertrieben, aber der ist schon Der ist eindeutig auf jeden böse Fall auch, ne? aus einer lokalen Theatergruppe irgendwie hergecastet Ja. worden. Und der sollte quasi, das, was sie ihm vermittelt haben, ist, du musst deinen Nachbarn ärgern. Ja. Ja. Ja, finde ich auch cool eigentlich, so einfach als Plotpoint. Das ist ja aufs Nötigste runterdestilliert. Ja. Ja, aber der Film an sich, abgesehen von dieser weit hergeholten Homo-Sache, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, der funktioniert auf sehr vielen Ebenen. Der funktioniert als Horrorfilm, der funktioniert ein bisschen als Komödie, der funktioniert auch mit seiner Love Story, die da eingebaut ist. Mhm. Der funktioniert sehr stark als Metablick auf die Wahrnehmung von Bedrohungen und Vampiren und was auch teilweise so ein bisschen Coming of Age ist das halt auch. Ich weiß nicht, ich finde auch so ein bisschen, weil die Figuren ja so jung geschrieben sind, hat das auch damit zu tun, dass dieser Evil Ed, also interpretiere ich das jetzt, ne? Also der Evil Ed zum Beispiel, die sind nicht so wirklich Best Buddies, aber der Evil Ed hat gar keinen anderen, mit dem der sich irgendwie connectet. Und das ist auch einer, der so ein bisschen Aufmerksamkeit vielleicht auch braucht. Und das ist ja so ein Charakterzug von so einer Teenie-Konstellation. Ja. Dann ist die Frage, ob Charlie noch wen anders hat. Oder ob die beide halt dann so. Ja, ist ja auch so ein Loner, ne? Charlie wird ja auch eingeführt als Horror-Nerd, hat seine erste Freundin, ist noch Jungfrau, hat keine Ahnung vom Leben, kriegt noch Kakao von der Mutti. Ja. Also. Und dann wird er aber zum Hero, ne? Der wächst da rein in die Genau, Rolle. der wächst da rein. Deswegen, Aber deswegen finde ich den Begriff Coming of Age da gar nicht so verkehrt. Weil der so ein bisschen auch diese Jugendperspektive auch mit aufgreift. Ja, da ist was dran auf jeden Fall. Ja, und ansonsten, was ich noch interessant finde, ist Amy ist nämlich Sprich Amanda Bierce. ja, Amanda Bierce, also die Freundin von Charlie Brewster, die ist erst später reingeschrieben worden. Witzigerweise ist nämlich im Original-Draft von dem ersten Screenplay, was allen vorgelesen wurde, wo alle gesagt haben, ich will dabei sein, gab es kein Love Interest. Da gab es nur Charlie, Evil Ed und die Nachbarn. Und natürlich Peter Vincent, ne? Ja. Aber es gab keine Amy. Okay. Das ist Warum echt. haben die dann reingenommen? Und das wusste ich auch nicht, aber jetzt mit diesem Wissen, den Film nochmal zu sehen, Ja. dass die Figur erst später reingeschrieben wurde, das hat ihm auf jeden Fall enorm gut getan. Das Absolut. ist so eine super starke Figur, die den Plot mitführt. Ne? Also, wie hätte das am Schluss sonst zu diesem großen Climax kommen können, dass sie auch eine Bedrohung wird? Genau, einmal wird sie Bedrohung und der Vampir hat auch noch ein Auge auf die geworfen. Ja. Weil, und das ist auch wieder ein klassisches Motiv, sie ihn an eine alte Liebe erinnert, die er verloren hat. Mhm. Ja, auch im Prinzip ganz klassisches Dracula-Motiv, ne? Ja. Genau, weil der Vampir ist ja ewig alt und verliert halt immer seine Geliebten, weil die eben sterblich sind. Ja. Und das ist ja dieses typische unsterbliche Motiv. Das gibt es ja auch bei Highlander.
Ja. Ne, ja. Ja, und hier, um nochmal bei Dracula hier, das ist auf jeden Fall der Dracula von Ford Coppola. Ne, da ist das ja auch, dass der Gary Oldman genau. dann in Winona Ryder Ja, klar. wieder da So die wiederkehrende Mina hieß sie da, Harker. glaube ich. Ne, dass er die, Ja. genau, klassisches Ja. Motiv auf jeden Fall. Mhm. Und der Vampir ist auf jeden Fall auch nicht durchweg böse, denn es Nö. gibt so kleine Momente, die man vielleicht beim ersten Mal gar nicht so wahrnimmt, aber wenn man sich das anguckt und da wirklich mal drauf achtet, es gibt 2 Momente, wo der den Figuren, denen der gegenübersteht und ganz offensichtlich klar vermittelt, ich bin ein Vampir, ich kann dich jetzt umbringen, wenn ich möchte. Und denen zweimal gibt er den Figuren die Chance, wir können das Ganze jetzt hier besiegeln, du vergisst alles, was du über mich weißt und dann kannst du gehen. Und ich vergesse über dich alles. Ja. Ja. Sagt Und er ziemlich am Anfang eigentlich. ziemlich am Anfang sagt er das zu Charlie Ja. und der hält ihm dann ein Kreuz hin und dadurch entsteht ein Krieg. Mhm. Ja. Und in der Mitte It's des on. Films, ist es dann nämlich, wo der in der Gasse dem Evil Ed auflauert und der den im Prinzip sagt, das, was du über mich gehört hast, stimmt alles. Ich bin ein Vampir, ohne es zu sagen, ja, aber das zeigt er dem mit Blicken und der sagt dem, du hast jetzt die Chance, gib mir deine Hand und ich helfe dir daraus aus deiner Situation. Keiner wird dich mehr mobben, keiner wird dich mehr schlagen. Mhm. Du kriegst Kraft von mir und nimmt den in seine Fittiche. Das stimmt. Das ist eine sehr starke Situation, finde ich. Also es ist auch ein Moment, wo ich überlege, ich habe noch nie einen Film gesehen, wo der Hauptantagonist zwischendurch so ein bisschen Herz zeigt und dem anderen die Chance gibt, einfach zu gehen. Also das beim ersten Mal bei Charlie Brewster auf jeden Fall. Der gibt ihm wirklich ganz straight Ja. zu verstehen, ey, vergiss es, dann vergesse Ja. ich von dir und fresh start. Später bei Evil Ed weiß ich nicht, ob ich das so interpretieren würde. Ob das halt wirklich so ist, ja, ey, ich helfe dir jetzt, damit du wirklich halt nicht mehr gemobbt wirst. Oder ob der denn da schon, weil da ist es ja schon on. Da hat Ja, Charlie auf jeden Brewster ja Fall. das Friedensangebot Da ist schon der Krieg am Laufen und Evil ausgeschlagen Ed und- weiß auch ganz genau, der hat schon die Tränen in den Augen stehen. Genau, und deswegen, ob das wirklich so ein gutes Angebot ist, von dem zweifle ich an, weil ich glaube eher, das ist dann schon, um eben den schon auf seine Seite zu ziehen, um Charlie Brewster halt dazu nahe zu kommen und seinen Freund da halt schon irgendwie dem wegzunehmen und gegen ihn zu verwenden. Das macht er ja später auch mit Amy. Also das, glaube ich, das war schon böse. Ja, ich sehe das anders, weil ich weiß auch nicht, ob das so genau definiert ist, aber ich habe die Szene jetzt so bewusst mir angeguckt, wie vielleicht noch nie und habe wirklich gesehen, der guckt den auch noch nicht mal böse an. Nee, also das in tut dem er Moment, nicht. der hat eben nicht irgendwie ein verkniffenes Gesicht und sagt ihm, haha, komm zu mir oder so, ne? Ja, so Sondern ein Bösewicht ist das ja auch. nee, der ist wirklich, der sagt, ich will dir gar nichts tun. Ich kannst zu mir kommen oder sterben. Ja, wobei man muss auch sagen, das, was der dann an Leben bekommt, ist erstens nicht mehr lange und zweitens auch nicht so schön. Ne? Der leidet dann ja als Vampir/Werwolf Ja. eigentlich den ganzen Film. Als Kind Hammer. der Nacht. Als Kind der Nacht. Ein paar Mal lacht er noch, noch sein schönes Evil Ja, Ed ja. Lachen. Stimmt. Aber apropos Werwolf, das hat mich dann gewundert, warum der dann auf einmal ein Wolf ist. Und aber die Transformation, die war sehr geil gemacht. Ja, die war super gut. Das sah so gut aus, wie der dann, also der läuft als normaler Wolf auf Peter Vincent dann zu Ja. und dieser spießt ihn dann mit so einem abgebrochenen Treppengeländer auf und schmeißt ihn halt so eine Brüstung runter Mhm. und dann sieht man, wie er sich zurückverwandelt und wie der da vor sich hin leidet und so komische Zwischenzustände Ja. zwischen Mensch und Werwolf annimmt. Und Mega diese cool. ganzen Effekte sind wirklich tipptopp. Ja, es ist wirklich super nice einfach. Und das sieht auch in Filmen von heute, sieht sowas nicht besser aus. Weil du hast das dann heute halt wirklich als CGI-Ding. Und ja, dann hast du das vielleicht ein bisschen flüssiger, diese Transformation und weiß nicht was, aber
das hat kein Herz einfach. Und das hier jetzt in dem Film, das sieht so gut aus einfach, auch in HD. Ja, Was sie sich da auch für Gedanken gemacht haben, wie die das umgesetzt haben. Krass. Richtig gut. Also ich würde sagen, nicht mein Lieblingswerwolf, den ich je gesehen habe im Film. Da sind dann schon bei mir Howling und der auch schon erwähnte American Werewolf in London halt weiter vorne. Aber das sind auch einfach solche Benchmarks. Howling 3. Ja, auf jeden Fall. Alles, was nach Howling 1 kam, ist natürlich genauso gut. Ja. Howling 3, das war aber nicht der in Australien, ne? Das war noch ein späterer. Das war der mit diesem Freakshow-Zirkus, der durch die Lande zieht. Ja, das war auch so. Also, ja. Das ist ein anderes Thema. War das nicht der Fünfer? Ach, Nee. ist egal. Nee. Ja, okay. Das weiß ich nicht genau, aber die sind Ja. von gewissen Gesichtspunkten aus trotzdem interessant zu sehen. Ja. Aber da verlässt man nach Howling 1 schon die Arena der guten Filme. Ja, was auf jeden Fall sehr gut funktioniert ist und was auch bei der Doku rüberkommt, ist in beiden Sachen gleichen sich die Aussagen. Das sind alles sympathische Figuren und Leute. Und die Chemie zwischen denen, die funktioniert wunderbar. Da ist eine Harmonie. Auch das Pärchen Charlie und Amy, das funktioniert wirklich toll. Ja, finde ich Wie auch. die sich angucken. Auch diese ganzen zwischenmenschlichen Blicke. Aber auch, wie gesagt, der Vampir, der ist ziemlich super interpretiert. Ja. Und trotzdem ist Chris Sarandon bei den Dreharbeiten ein super charmanter Typ gewesen und eben auch keine Diva. Ja, obwohl der ja, wie du meintest, ne, als einziger da so ein gewisses Standing hatte. Ja, genau. Und wo auch alle manchmal erst gedacht haben, wenn der reinkam, so, jetzt kommt hier so ein Hollywood-Star, ne? Ja. Wobei ich auch sagen muss, ich weiß gar nicht, in welchem Film ich den noch gesehen habe. So richtig super bekannte Filme aus heutiger Sicht, hat der welche? Ja. Ich glaube, ich kenne da jetzt keinen, also müsste ich nachgucken. Ja, müsste ich auch nachgucken, aber ich würde den jetzt nicht aus dem Kopf irgendeinem Film zuordnen können. Aber wie gesagt, The Sentinel, meine ich, hat er gespielt. Okay. Und auf jeden Fall auch noch irgendeine große Serie. Ja, und natürlich bei Chucky. Ja, gut. Bei Chucky spielt er auch nochmal mit, auch unter der Regie von Tom Holland. Genau, ja, der wurde dann Haben wir- ja direkt mitgenommen. Ja, genau. Also ein paar Jahre später beim nächsten Cast Ja. wieder berücksichtigt. Chucky war dann auch der Grund, warum Tom Holland nicht Friday Night 2 gemacht hat. Ja, das stimmt. Er war in das nächste Projekt involviert und hat dann seinen ersten Drehbuchentwurf irgendwo hingeschickt und nie mehr was gehört. Und Ja. dann war der auch beim zweiten Teil nicht wirklich involviert. Ich glaube, nur am Drehbuch mitgeschrieben, oder? Ja, wie gesagt, der erste Entwurf. Und Ja. dann haben zwei andere Leute das Drehbuch nochmal umgeschrieben. Mhm. Und der Regisseur von Friday Night 2, Tommy Lee Wallace. Tommy Lee Wallace, der hat dann auch nochmal während der Dreharbeiten hier und da was geändert am Drehbuch. Ja. Also da waren einige Freiheiten drin. Das merkt man beim zweiten auch so ein bisschen, wenn ein bisschen diese ganze Stimmung schwankt oder manche Szenen so ein bisschen eingesetzt wirken. Ich mag den aber trotzdem sehr. Also, Der war auch sehr cool. Ja, Ich muss sagen, also den haben wir ja, Gott, wann haben wir den geguckt? Vor 3 Wochen oder so? ja. Pi mal Daumen, das ist auch gar nicht so lange her, da haben wir uns den hier auch mal angeguckt. Und ich finde, von der Optik her passt der super. Das ist wie aus einem Guss. Wieder sehr, sehr coole Effekte. Nicht ganz wie aus einem Guss. Man sieht dasselbe Set-Design und so weiter. Aber es ist alles ein bisschen mehr in die 80er gepusht. Es ist alles ein bisschen mehr 80s als jetzt bei dem ersten. Und der ist schon ordentlich 80s. Ja, aber jetzt Der Soundtrack. beim zweiten sind die Outfits und die Frisuren und alles noch viel mehr 80s. Ja, gut, das stimmt. Ja. Aber es gibt da eine schöne Szene, wo ich jetzt gerade dran denke an den zweiten. Und zwar ist da im zweiten, erzählen wir vielleicht auch noch die Story gleich, aber da ist dann eine Horde von Kindern der Nacht oder Kreaturen der Nacht,
die auf Beutejagd in der Stadt unterwegs sind. Und einmal fahren die nämlich mit so einem Transporterauto weg. Und hinten drauf ist dann noch einer mit so langen Haaren, so super durchgestylt, und lange Fingernägel und glühende Augen. Und der winkt dann noch so ein bisschen und lacht auch in die Kamera. Und genau diese Sequenz gibt's auch im ersten, wo der Wagen wegfährt und Evil Ed nochmal seinen Gackern loslassen darf. Ja, sein gehässiges. Und das ist mir jetzt erst aufgefallen, dass Scheißlachen. diese Szene so ineinander ist. Ja. Also, Okay. ja, was vielleicht noch ganz kurz zu Chris Sarandon oder Jerry Dandridge muss ich noch anmerken, weil ich da ja auch immer ein bisschen drauf achte und mir das auch damals schon aufgefallen ist. Die deutsche Synchronsprecher von Jerry Dandridge ist nämlich nicht nur die deutsche Stimme von Tom Selleck und Burt Reynolds, sondern auch von He-Man, dem Meister des Universums. Aus der Zeichentrickserie? Ja, mein, genau. mein Kindheitsheld. Ja. Das ist die deutsche Stimme von He-Man und Jerry Dandridge. Das ist mir nicht aufgefallen beim Gucken. Ja. Boah, da werde ich das nächste Mal drauf achten. Ist auf jeden Fall ein nicer Fun-Fact. Ja. Was ich noch sagen wollte zum Thema 80er. Ja. Der Soundtrack ist auch super Ja, 80er-mäßig. auf jeden super Fall. geil. Und auch von keinem Unbekannten gemacht. Genau. Sondern die haben den halt genommen, weil der den Terminator-Film gescored hat. Genau. Ein Brad Jahr Fiedel. vorher. Brian Fiedel. Brad. Ja. Ja. Wie auch immer. Brad Fiedel, genau. Und das war also wirklich der ausschlaggebende Grund für Tom Holland war, der hat gesagt, boah, der Terminator-Score, der ist so stark, ich muss diesen Menschen haben. Und der soll meinen Film, mein erstes Baby, soll der komponieren. Den Score. Ja, dass die den auch, also ne, dass der dann available war dafür. Ja. Ne, war scheinbar noch nicht so ein ganz großer Name. War ein Jahr später. Also Ja, der eben. war ganz, ganz frisch. Ja, deswegen auch cool, weil der hat das cool gemacht. Also ne, die haben dann ja auch so ein paar Songs dafür speziell schreiben lassen. Mhm. Und die sind ultra 80s-mäßig. Also wer auf 80er Popmusik steht, wird bei dem Soundtrack auf jeden Fall fündig. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es schade, dass es den nicht komplett bei Spotify gibt. Ich habe eben schon geguckt, dass wir den schön als Playlist irgendwie, Bei weiß was? nicht, Bei was? zum Sport machen können. Hier, die uns sponsern. Ja, genau. Ja. Hattest du Mhm. eigentlich dieses Buch von Tom Holland noch gelesen, wo der dieses Fright Night Origins geschrieben hat, Nee. diesen Roman? Nee. Nee, ich auch nicht. Weiß ich Nee, auch es nicht. gibt ja auch neben den verschiedenen Verfilmungen und dem grässlichen Remake gibt es ja auch noch Comics und weitergeführte Geschichten und da ist ja ein richtiger kleiner Kult-Fandom draus erwachsen und Mhm. ich sag mal, wenn wir jetzt aufs Datum gucken, ne, der Film ist jetzt 40 Jahre alt. Fucking hell. Ja, aber der hat wirklich noch seine Follower und er hat einiges aufgebaut auf jeden Fall. Und Ja. der Soundtrack ist auf jeden Fall auch eine große Nummer gewesen. Ja. Ich muss sagen, als wir da jetzt diese Doku geguckt haben, war ich überrascht, wie groß der bei so Conventions und so immer noch gefeiert wird. Mhm. Weil so an sich ist es. Also habe ich den Eindruck, dass der Film eher so ein bisschen untergeht im Mainstream hier bei uns. Dass den viele halt nicht kennen, den Film. Ja. Und dass der halt nicht so bekannt ist einfach. Ne? Leider, Da gibt's dann leider. wirklich bekanntere, sowas wie eben die Nightmare-Reihe, Chucky, Jason, was auch, ne? Was Ja, auch klar. immer, ist alles halt eine Nummer drüber. Und der ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und dabei war der ja damals hier der erfolgreichste Hit des Sommers, 85. Ja, Und overall Platz 2 der Jahrescharts okay, im krass. Kino. Ich glaube, hier, Nightmare 2 war der Film, der erfolgreicher war in dem Jahr. Der Ja. einzige. Ja, du ist auch ein starker Konkurrent. Ne? Ist auch ein starker Konkurrent, das stimmt. Schwierig. Also ich hätte mir wahrscheinlich beide im Kino angeguckt, aber Sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Aber ja, die muss man jetzt auch gar nicht miteinander vergleichen. Es ist auf jeden Fall, war es ein enormer Erfolg und ein unerwarteter Erfolg für das Studio, die da, wie gesagt, das Budget für gesponsert haben. Ja. Weil die haben, ich glaube, über 20 Millionen Gewinn gemacht mit dem Ding. Ja, irgendwie 24. Das war, glaube ich, auch nur USA, ne? Ja, aber da musst du ja das Startbudget wieder abziehen. Ja, und ja. so.
Aber ja, es war auf jeden Fall War ein Erfolg. war ein Erfolg. Und ich glaube, also, wie sagt man das heute? Nach Inflationsbereinigung wird das wahrscheinlich auch heute ein profitables Ding gewesen sein. Ja. Ja, Deswegen gab es dann ja auch Teil 2. genau, deswegen gab es auch Teil 2, 1988. Was ein Übergang. Hervorragend. Aber eine Sache möchte ich noch ganz kurz zum ersten erwähnen, bevor ich das nämlich vergesse. Sehr gut. Ja, man kann auch nochmal springen, aber im zweiten ist mir das jetzt nicht so aufgefallen. Und zwar gibt es so ein kleines Gimmick in den Figurenerstellung. Und Tom Holland hat jedem seiner Darsteller so ein kleines Pamphlet mitgegeben, um denen eine Backstory zu der Figur zu schreiben, damit die sich da hineinversetzen können. Ist ja auch ganz üblich, ne? So dass man so ein bisschen Ja, so ein, wird gemacht. genau. Und der Chris Sarandon, der konnte mit Vampiren und so, der hat sich dann auch erstmal diese ganzen Regeln und andere Werke und natürlich Bram Stoker und sowas alles reingezogen und hat sich dann damit befasst und hat dann aber festgestellt, dass Fledermäuse ja eigentlich eher Fruchtzeug essen, Früchte und Obst. Und der hat nämlich dann zu Tom Holland gesagt, ich habe eine super Idee, wir lassen den zwischendurch immer mal wieder Obst essen. Mhm. Und da ist so ein ganz starker Moment, nämlich wo der in so einen Apfel reinbeißt. Und der hat auch im Film immer mal wieder einen Apfel. Ja. Aber auch wirklich ungewöhnlich. ja, genau. Und das ist da wirklich reingekommen. Und Tom Holland hat gesagt, das ist eine super Idee, das machen wir. Und der hat dann in den Apfel reingebissen und das ist erstmal sehr subtil, aber wenn er den Apfel dann in die Büsche schmeißt und die Kamera dann im Close-Up draufhält. Wo sich Charlie versteckt. Ja. So, das ist ja auch, um dem zu zeigen, Junge. Ein sehr starker Suspense-Moment. Ja. Weil man nicht weiß, was passiert jetzt als nächstes. In der nächsten Sekunde ist was los. Und er hätte es ja geschafft, den unbeobachtet zu beobachten, wenn die Mutter nicht rausgekommen wäre. Ja. Charlie, wo bist du? Richtig. Ja, aber was ich sagen wollte, ist, man sieht dann nochmal so eine Nahaufnahme von dem abgebissenen Apfel und man sieht die Bissweite, dass der nämlich quasi in einem Bissen fast den ganzen Apfel irgendwie 3 Viertel oder so. Ja, also das sieht sehr stark aus auf jeden Fall, das Bissen. Aber ich fand diese Apfel-Anekdote auf jeden Fall noch erwähnenswert und dann gibt es noch so einen kleinen Fun-Fact mit einem gebrochenen Fuß. Ja. Und zwar ist der Darsteller bei einer Regieanweisung, dass er bitte ein bisschen schneller die Treppe runtergehen soll, ist er nämlich dann gestolpert und hat sich den Fuß gebrochen und musste dann für den Rest der Dreharbeiten mit gebrochenem Fuß weiterdrehen. Und das merkt man aber gar nicht so. Das merkt man gar nicht, finde ich auch, habe ich jetzt auch drauf geachtet, aber ist halt eine witzige Anekdote, weil der Tom Holland nämlich von Anfang an allen gesagt hat und darauf bestanden hat, wir drehen den ganzen Film chronologisch. Mhm. Also wir machen dann da nicht. passiert das ja wirklich sehr am Anfang. Das Ja. ist ja wirklich Also das ist schon eine Nummer. weiß nicht, Mitte des ersten Drittels oder so. Wo der da so Warte, ich habe mir das, glaube ich, sogar aufgeschrieben. selbstzufrieden die Treppe runter. Ja, ungefähr bei 25 Minuten sogar schon. Das habe ich doch ganz gut getroffen. Ja. Ja. Dazu fällt mir direkt die zweite Geschichte ein mit Verletzungen aus dem Film. Ja. Der Special Effects Macher, die haben da halt Steve Johnson. Die haben da am Ende verbrennen die da halt so eine Puppe. Die da übrigens das Skelett aus Ghostbusters 1 ist. Ja, richtig. Was dann nochmal gebraucht wurde. Auf jeden Fall hat der da, lass mich jetzt nicht lügen, aus irgendwie Nitroglycerin, irgendwas. Ja. Haben die da irgendwie so eine besondere Pasta halt gemacht. Die verrückten Special Effects Leute in den 80ern, was sie halt so gemacht haben. Beste Mad Scientist ever. Und der ist dann abends nach Hause gefahren und hat irgendwie gesagt, ja, irgendwie meine Füße kribbeln, irgendwie ganz komisch. Hat sich aber nichts dabei gedacht und dann zu Hause ist ihm aufgefallen, dass irgendwie dieses Zeug, womit die halt diese Puppe verbrannt haben, hat sich an seinen Schuhsohlen befestigt. Ja. Und seine Schuhe sind einfach weggeätzt und seine Füße. Und er hat gesagt, er hatte danach wochenlang Probleme beim Gehen. Ja. Also super Zum krass. Glück war das am Ende vom Film. Ja, super krass. Also was die Leute alles auf sich nehmen auch, ne? Ja. Aber dafür
halt auch wert, sich das anzugucken. Ja. Aber jetzt sollten wir wirklich mal zum zweiten übergehen, würde ich sagen. Wenn du meinst. Also der zweite von Tommy Lee Wallace, der ist unter anderem auch der Regisseur von Halloween 3, der ja auch sehr kontrovers gemocht wird. Oh, ich mag den ja sehr. Ja, ich auch. Ja. Ich auch. Also wir mögen den beide, aber es ist ja kein Geheimnis. Sehr exklusiv die Meinung. Es ist kein Geheimnis, also außer uns zwei auf der ganzen Welt mag ihn keiner. Wir haben mit allen gesprochen. Und nee, also da gehen wirklich die Meinungen auseinander, weil es ist einfach so, es gibt einen Kern an Halloween-Franchise, Super-Nerds, die hassen diesen dritten Teil, weil eben kein Michael Myers vorkommt. Als Ist auch kein Geheimnis. Es ist auch nicht so, dass das irgendwie erst später revealed wird. Es ist von Anfang an klar, dass es kein Michael Myers-Film. Ja. Da war noch der Gedanke, dass das halt ein Franchise wird, wo jedes Jahr ein Halloween-Film rauskommt mit einer eigenständigen Story. Ja. Ist aber so krachend gescheitert, dass das der einzige geblieben ist und danach Halloween 4 kam. Ja, also es Der war meiner wirklich, Meinung nach schwächer ist. Ja, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ja. Aber Halloween 3 war nicht unbedingt ein großer Kassenerfolg. Somit hatte der Regisseur dann als nächstes erstmal nur wieder Kurzfilme und hat dann aber das Glück gehabt, mal bei der Twilight Zone so ein bisschen was zeigen zu können, was er sich so vorgestellt hat als Regisseur. Und nach Fright Night 2 hat er zum Beispiel aber auch noch einen weiteren Film gemacht oder einen Doppelfilm, den ich sehr stark finde, und zwar Stephen Kings S. Mhm. Und der geht ja auch sehr stark in die 80er-Thematik und Coming of Age wieder. Ist aber typisches Stephen King-Thema. Ist auch wieder eine andere Welt. Ja. Aber S ist auf jeden Fall, genau, also also wenn man sich überlegt, dass der gleiche Regisseur von S und Twilight sage ich schon. Twilight 2. Fright Night 2 ist der gleiche Regisseur, ja. Und da du gerade erwähnen. noch Stephen King gedroppt hast, fällt mir noch ein, Ja. Tom Holland hat auch nämlich eine Stephen King-Verfilmung gemacht, die ich sehr, sehr gerne mag. 2 sogar, noch weitere. Aber Ach welche so. mir Okay. besonders wichtig ist, Ja. Thinner. Thinner, ja. Das ist einer der ersten Stephen King-Filme, die ich je gesehen habe im Fernsehen. Und den habe ich auch seitdem nicht mehr gesehen. Das ist der hier, wo, Der Fluch. wo der dicke Mann die Zigeunerin überfährt und die ihn mit einem Fluch belegt und er dann halt immer dünner wird, dünner wird. Der war sehr cool, der Film. Ja. Der war von Tom Holland. Und Langoliers. Stimmt, ja. Das ist auch von dem. Boah, den habe ich auch ewig nicht gesehen. Das war aber auch so einer, der lief damals auch oft im Fernsehen. Mhm. Und irgendeiner ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, irgendeiner aus dem ganzen Pool an Leuten, die wir heute schon genannt haben, hat auf jeden Fall auch noch bei The Stand mitgemacht. Mhm. Den hab Also ich nicht auch eine gesehen. Stephen King TV-Verfilmung. Ja, quasi, ne? aber die habe ich nicht gesehen. Aber ich finde trotzdem, S ist der stärkste. Ja, Deswegen, es ist ja. Classic. Auf jeden Fall. Vor allem die Verfilmung, Ja. finde ich, ist auch meine Fave-Verfilmung. Ja, Fright Night 2. Die Story ist im Prinzip direkt da angesetzt, wo der erste aufhört. Also nachdem die beiden Helden, Charlie Brewster und Peter Vincent, dann den Vampir Jerry Dandridge besiegt haben, haben sich beide danach eingeredet, dass das Ganze nicht wirklich gewesen sein kann und dass Charlie war dann in der psychiatrischen Behandlung und der Peter Vincent ist mit dem Standpunkt daran gegangen, dass er irgendwie hypnotisiert wurde und dass ihm das Ganze von Charlie eingeredet wurde, dass das alles nicht wirklich sein kann. Und somit sind beide wieder in derselben Ausgangssituation, dass die erstmal nicht an Vampire glauben. Und damit beginnt der Film. Charlie hat wohl eine neue Freundin. Weil Amy weg. Weil Amy inzwischen weg ist. Die hat, das wird ja sogar mit einer Story da erzählt, irgendwie, die hätten einen reichen alten Mann geheiratet und wäre irgendwo hinweggezogen nach. Ja. Ich weiß gar nicht. Es wird einfach nur mit einem Satz so weggewischt, diese Geschichte. Und dazu hat Amanda Beers auch gesagt, sie wurde nicht gefragt, ob sie beim zweiten dabei sein will. Aber war ja auch nicht von Tom Holland. Und da war ja auch fast außer den beiden Hauptdarstellern keiner involviert, der beim ersten mitgemacht hat.
Das ist Genau. echt erwähnenswert. Ja, wobei das teilweise halt auch mit Terminkonflikten zu tun hatte. Mhm. Ne, also ich glaube hier Evil Ed zum Beispiel, der hatte einfach keine Zeit, sonst wäre der da mit dabei gewesen. Der ist auch nicht gefragt worden. Sicher? Mhm. Ich Also mein, in der der Doku, Der in der hat da in einem Doku, anderen Film mitgemacht. die Doku sollte man vielleicht auch mal kurz vielleicht erwähnen. Die heißt You're So Cool, Brewster. Und die beschäftigt sich über 2 Stunden lang mit dem ganzen Thema. Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ja, okay. Dann steht Mist in den IMDb Fun Facts. Ja. Ich meine, da stand irgendwie, dass die halt zu einem bestimmten Zeitpunkt angefragt worden sind, aber halt keine Zeit hatten und deswegen. Ja, dann vielleicht, nicht dabei aber sie war ja zu dem Zeitpunkt schon bei Eine schrecklich nette Nette Familie. Familie. Vielleicht hat es auch einfach nicht mehr gepasst. Ja, genau, die hatte halt Verpflichtungen und er war bei. Evil Speak? Nee, weiß ich nicht. Aber irgendwie, ich habe Terminkonflikte im Kopf. Aber Okay. also, Vielleicht- wenn das in der Doku, wenn die das selber in der Doku Ja. sagen, dass da sie kein Angebot bekommen haben, Mhm. dann würde ich dem eher glauben als. Also ein einer von Funfact denen bei auf jeden IMDb. Fall. Bei ihr weiß ich jetzt nicht so ganz genau, ob sie das mit der Serie nicht einfach dann abgetan hat. Ja, war Aber- ja auch ein lukrativer Job für die einfach. Also bei ihm bin ich mir ziemlich sicher, dass er nicht gefragt wurde. Hm. Und sich auch selber gewundert hat. Er wäre dabei gewesen wohl. Ja, aber auf jeden Fall, die Story setzt dann halt an, dass die beiden Helden des ersten Teils wieder so ein bisschen gesettelt sind. Und schwupps passiert es, dass wieder jemand irgendwo einzieht Wie das dann und halt so ist. jemand aus dem Fenster irgendwas mitbekommt. Irgendwelche unheimlichen Wesen treiben ihr Unwesen. Diesmal aber mehr als einer. Diesmal mehr. Diesmal ist das nämlich direkt die eben schon erwähnte ganze Crew, die dann da eiert. Auch so eine Sequel-Regel, ne? Ja, Mach's mehr und mach's größer. genau. Und blutiger. Und blutiger, wie. Hat sie. Hier, James Cameron hat sowas ähnliches gesagt, ne? Das ist die unausgesprochene Sequel. Unausgesprochen, genau, aber ich meine, ich habe das mal so ungefähr, wie du es gesagt hast, mal von James Cameron gehört, als der Aliens gemacht hat. Ja, okay. Ja. Make it more. Everything more. Ja, ist ja nicht verkehrt. Ja. Ja, und diese ganze Gruppe an Beast-Menschen, sag ich mal, ist dann auf jeden Fall da auf Beutejagd jede Nacht und so kommen die sich dann mit den anderen dreien ins Gehege, da entspinnt dann eine Story und es stellt sich dann heraus, dass die Meisterin dieser Unwesen tatsächlich, ist jetzt ein kleiner Spoiler, muss man dazu sagen, aber wir haben uns ja schon mal darauf ausgesprochen, dass das kein Thema ist, Jedes Mal. dass die nicht per Zufall dahin gezogen ist, sondern sich bewusst neben Charlie Brewster eine Behausung gesucht hat, um ihn nämlich ins Visier zu fassen und sie die Schwester von Jerry Dandridge ist. It's personal. Ja, genau. This time is it's personal. This, ja. Nicht nur more, sondern it's Ja. personal. Ja. Ja. Finde ich auf jeden Fall auch eine coole Wendung, weil am Anfang wirkt das so ein bisschen, wieso passiert denn das jetzt alles nochmal? Und das ist ja komisch mit dem aufgesetzten Sequel. Ich finde die Story, dass das Geschwister sind, völlig legitim. Ja, mich hat es jetzt auch nicht so gestört, muss ich sagen. Ja. Da gibt's schlimmere Sachen. Passt Ja. schon. Und was ich beim zweiten auf jeden Fall gut finde, ist, auch wenn die Story so ähnlich klingt, ist es ist nicht so ein wieder aufgewärmtes, wir machen das Gleiche nochmal. Das ist eine ganz andere Figurenkonstellation. Ja. Die Freundin von Charlie Brewster ist eine viel präsentere Figur und die ist nicht nur am Rande oder das kleine Opfer. Ja gut, war Amy aber ja auch nicht im Grunde. Ja, aber sie war ja trotzdem die Bezirzte von dem Vampir Ja. und irgendwie doch die Maid in Gefahr, Hier, Denzel in... Distress. Genau, danke. Und ja, das ist halt beim zweiten nicht mehr so. Ja. Und beim zweiten wird nämlich Charlie die Figur, die mit dem Vampirfluch infiziert wird. Und seine Freundin muss ihn dann nämlich rausholen. Stimmt. Das ist so. Ja. Und auch Peter Vincent spielt dann wieder eine Rolle, der dann irgendwann auch mitkriegt, dass das eben kein Jux ist und die sind wieder da. Und ihm wird auch ganz unmissverständlich klar gemacht, wir sind wegen dir hier. Da gibt es nämlich eine Szene, wo die Vampire ihm wirklich klar machen,
Wir sind nicht aus Zufall hier, wir suchen genau euch zwei. Und wir können euch nicht leiden. Genau. Ja. Und ja, also zu der Crew muss man auf jeden Fall sagen, also das ist eine Art Wolfsmensch ist mit dabei, der ist auch so ein bisschen Comic Relief, ein bisschen Ja, absolut, der drüber. ist super Stranger, ist auch so ein bisschen... Dann gibt es so einen Full 80s Vampir mit langen Nägeln und Rollerskates und der sich auch immer gerne in Zeitlupe bewegt oder in Nebel auflöst. Dann gibt es einen großen, klobigen Muskelmann, der so ein bisschen wie Frankensteins Monster typusmäßig rüberkommt und auch so einen Quadratkopf hat. Monster Squad. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Brian Johnson? Nee. Irgendwie so heißt der. Und der spielt auf jeden Fall dann auch wieder so eine Art Gehilfen, der auch im Tageslicht rumlaufen kann und ist auf jeden Fall auch ziemlich freaky und auch super besetzt. Und der hat zum Beispiel die Eigenart, dass der immer umherfliegende kleine Motten und Insekten auf jeden Fall fängt, benennt mit dem lateinischen Namen dafür. Die Idee war übrigens vom Schauspieler höchst selbst. Echt? Ja? Das ist nice. Ja. Und sich die dann genüsslich auf die Zunge legt und in den Mund steckt. Also das ist wirklich immer eine Sequenz, wo man denkt so, Alter, du bist krass. Ja. Und das führt dann ja auch, am Ende ist das ja auch cool, wo der dann drauf geht. Auf jeden dann Fall. Sind ja, wenn da Es ist ein Genuss. Also wirklich. Also ein diese Genuss Szene. der Ekelhaftigkeit. Ich habe ja, wie gesagt, den zweiten Fright Night Zuerst zuerst gesehen. Und in der damaligen TV-Ausstrahlung war diese Szene natürlich gekürzt. Da gibt es also diese Sequenz. Man muss sich vorstellen, dass dieser große, breitschultrige Muskelmann, der die ganze Zeit Insekten isst, und in einer Szene am Ende kriegt er seinen Bauch mit mehreren Schnitten und gleichzeitig quer aufgeschnitten, sodass da seine Innereien kullern oder rausfallen, rausquillen und da sich unheimlich viele Insekten mit drin befinden und das sieht wunderbar unappetitlich aus. Absolut. Richtig widerlich sah das aus. Ja. Wundervoll gemacht. Also es ist ein wirklich toller Effekt. Ja. Aber die waren generell in dem Film auch wieder super. War das gleiche Team? Nein. Nee, waren andere auch Leute. Ein anderes Special Effects Team, ja. Deswegen ist wirklich verwunderlich, dass der so ganz anders entstanden ist und trotzdem den Spirit mitnimmt. Das finde ich total enorm, weil ich finde die beide, ich will gar nicht mehr sagen, der eine ist besser als der andere. Ich finde beide vielleicht aus unterschiedlichen Gründen besser als den anderen. Aber das heißt ja nicht, dass ich einen dann, also es wiegt sich auf. Ja. So, und der zweite ist auf jeden Fall ein bisschen palpiger, ein bisschen mehr on the nose, mit Parodie-Elementen, so ein bisschen lustiger. Ein bisschen mehr campy-mäßig auch. Cheesy. So, ne? Ja, genau. Aber der macht da auch gar kein Hehl draus. Ne? Nee, also, gar nicht. Das macht ihn ja auch so sympathisch. Der ist nämlich auch super sympathisch, weil der Film sich nicht zu ernst nimmt, aber halt ernst genug, dass es halt noch ein geiler Film ist. Und es ist auch immer noch genug Talent und Arbeit drin, dass das halt wirklich immer noch ein super Film ist. Ja. Auch wenn der halt ja noch mehr in Vergessenheit geraten ist als der erste. Und das ja im Prinzip from the start. Und das war, kennst du die Story? Das war nämlich, fand ich krass, ich kannte die nämlich noch nicht. Es sollte eigentlich, als der zweite kurz vor Ende war oder gerade fertig war, wurde schon drüber geredet, auch wohl mit Tom Holland. Oder war es doch mit dem Wallace? Ich weiß nicht, aber mit einem von den beiden Regisseuren wurde drüber geredet, dass ein dritter Teil ja kommen könnte, wenn der erfolgreich ist. Und aber der Chairman von der Produktionsfirma, der wurde an dem gleichen Abend von seinen Söhnen umgebracht. Also er und seine Frau, die wurden ermordet. Oh Gott. Der hieß José Menendez. Das kann man auch bei Wikipedia nachlesen. Also die beiden Söhne von dem Abend an dem Abend umgebracht. Alter, dazu kann ich ja noch viel mehr erzählen. Und deswegen hatte der Film dann nämlich auch keine landesweite Distribution mehr. Und der lief in den USA, lief Fright Night 2 nur in einem Kino in L.A. und in einem Kino in New York.
Und dann war der halt Direct-to-Video. Der hatte eigentlich für die Kinos waren die Besucherzahlen wohl in Ordnung, aber eben sonst hat es keiner mitgekriegt. Und als der dann auf Video rauskam, haben es die Leute auch irgendwie erst dann in der Videothek gecheckt, ey, es gibt ein Fright Night 2. Und dann waren auch die Pläne für Teil 3 halt obsolet. Und aber eben deswegen hat der keinen Kinorun. Und deswegen ist er so untergegangen. Wild, da muss ich aber jetzt mal ein bisschen ausholen, denn die Story mit dem Film verbunden kannte ich nicht. Aber ich kenne die Story, denn davon gibt es eine Verfilmung. Und zwar ist das nämlich die zweite Staffel der Serie Monsters, die in der ersten Staffel zum Beispiel noch die Figur Dama behandelt haben. Und in der zweiten Staffel heißt nämlich auch The Story of Kyle and Eric Menendez. Ja, ich glaube, ja, ich bin mir nicht... Die habe ich nämlich geguckt und da geht es nämlich um diese beiden verwöhnten Hollywood-Söhnchen, die mit dem reichen Produzentenpapa zusammen wohnen und sich nämlich dann irgendwann überlegen, den umzubringen. Und das ist halt wirklich passiert damals in den 80ern, deswegen auch diese Referenz auf das, was mit Fright Night 2 dann schiefgegangen ist. Aber verrückt, weil ich das gar nicht miteinander in Verbindung gebracht habe. Aber ich habe diese ganze Story gesehen, wie der erschossen wird. Ja, also die ist auf jeden Fall, ist wirklich bitterböse, weil da geht es dann auch so ein bisschen Gerichtsdrama-mäßig. Dann wird so ein bisschen hinterleuchtet, ob José Menendez, der Vater, die nämlich nicht sexuell übergriffig mit den Söhnen war und die den deswegen umgebracht haben, dass es gar nicht ums Geld ging. All das wird in der Serie dann so ein bisschen thematisiert. Hat nichts mit Fright Night zu tun, direkt, aber wirft natürlich bei mir direkt so einen Schalter um, dass ich daran denken muss, weil du den Namen genannt hast. Ja, geil, dass du die Serie gesehen hast. Ich habe dann halt auch nur gelesen, eben, dass es diese Serie gibt und ich habe davon aber auch nur die Dama-Staffel gesehen und hatte vorher von diesen Menendez-Morden auch nichts gehört. Ich habe dann eben auch gelesen, dass diese Verteidigungstaktik dann war, ja, ey, der hat uns sexuell missbraucht, was aber sich wohl nicht erhärtet hat. Also es ist wahrscheinlich, also so wie ich es jetzt, das wenige, was ich gelesen habe, war es so, dass das halt einfach eine Lüge von denen war, um irgendwie halt... Es wird in der Serie so ein bisschen dazwischen gehalten. Man weiß es nicht so genau. Es wird auch angedeutet, dass das wohl so gewesen sein soll, aber es ist nicht so ganz klar, ob das die sich dann doch nicht nur eingeredet haben. Ja. Es wird nicht 100% ausgedrückt. Aber die Serie ist ja trotzdem erwähnenswert, wenn man den Hintergrund von der Geschichte dann hat. Ja, werde ich mir, glaube ich, auch mal reinziehen müssen. Und die waren dann aber auch relativ dumm, ne? Also die haben ja irgendwie, als sie den ermordet haben, wollten die danach ins Kino und sich Karten kaufen, damit die ein Alibi haben. Ja, das war im Affekt. Die haben zwar geplant, die haben geplant, ihre Eltern umzubringen. Ja. Die haben das aber anders geplant und wollten das später und waren dann an dem Abend aber zu Hause und haben dann einfach die Waffen aus dem Kofferraum mitgenommen, haben die erschossen und dann erst überlegt, wie sie alles wieder in Ordnung bringen kann. Wahnsinn. Also wirklich, wirklich verrückt. Ja. Wenn man das so sagen darf, ne? Wir sind ja jetzt keine Psychologen, aber also die waren wirklich hart drauf. Die waren hart drauf, ja. Ja. Und dann haben sie ja wohl relativ verschwenderisch gelebt erstmal, ne? Eine Weile, bis dann irgendwie... Dann ist halt aufgefallen, so die traurigen Söhne, die ihre beiden Eltern verloren haben, die haben nämlich nicht nur den Vater erschossen, sondern die Mutter auch, mehrfach. Die haben dann erstmal die ganze Kohle auf den Kopf gehauen und waren nicht so ganz traurig. Vögel, ey. Ja. Ja, krasse Story. Ja. Vielleicht reden wir aber noch ein bisschen über Vampire. Über filmische Vampire. Ja, stimmt. Und, genau. Jetzt hier siehst du mein schlauer Zettel. Es waren tatsächlich Tommy Lee Wallace und Roddy McDowell, die noch am gleichen Tag oder am Tag davor mit Menendez gesprochen haben. Und das war wohl ein bisschen unangenehmeres Gespräch. Und die haben dann wohl auch den Joke gemacht, als sie gehört haben, dass der erschossen wurde. Ja, ich war es nicht, warst du es. Oh, wird einer zu den anderen böse. gesagt. Also das war wirklich ganz, ganz fresh. Mm. So, aber dann sind unangenehm. wir dann wieder bei Fright Night 2. Und da hat der Vampir nämlich auch eine Eigenart, die vergleichbar mit dem Apfel von Teil 1 ist.
Nämlich, das ist wohl einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige Vampirfilm, in dem der Vampir von Rosenduft abgehalten wird. Oh, Und das geht interessant. wiederum wohl auf so eine klassische, also auf die klassischen Legenden zurück. Da war das nämlich nicht nur Knoblauch, was Vampire weghält, sondern eben auch Wildrosen, Wolfswurz, Schierling und Wermut. Ja, also Das sind so die Wolfswurz fünf ist ja bekannt auch, ne? Das wusste ich nicht zum Beispiel. Doch. Ich wusste halt, also hier, so eigentlich alles, was in Fright Night 1 gesagt wird, das wusste ich halt. Mhm, Ne? Knoblauch, Weihwasser, Reinbitten, so den Kram wusste ich, aber Wolfswurz, Schierling, Ja. Wermut Okay, Rosen wusste und ich Rosen nicht. wusste ich auf Rosen keinen wusste Fall. ich auf jeden Fall auch nicht. Aber auch zu der Figur von Regine, die dann die Schwester von Jerry Dandridge ist, die finde ich auch sehr, sehr stark, wie die das spielt. Also auch bei ihr kommt wieder dieses erhabene, ich bin euch allen einen Schritt voraus, in dem Blick heraus. Ne? Also es ist wirklich, die spielt das wirklich stark und die zeigt mit ihren Augen die Dominanz. Mhm. Also das wirklich und trotzdem gleichzeitig genauso auch, wie Chris Sarandon das gemacht hat, kann er auch mit seinen Augen so verführerisch wirken und auch dieses Bezirzen und oder Hypnotisieren, was Vampire dann mit ihren Opfern unter Umständen machen. Das können die beide sehr, sehr stark. Also das funktioniert für mich auch. Beim zweiten, es wirkt für mich nicht so, ja, wir machen jetzt das einfach umgedreht und tauschen dann, Charlie ist jetzt das Opfer und so, sondern es kommt wirklich natürlich rüber, weil die das einfach stark auch verkörpert. Absolut, ich finde auch, die spielt sehr stark und die ist trotzdem, ne, obwohl das eindeutig so der Äquivalenzcharakter zu Chris Sarandon ist die ja vom Typ her sehr anders. Ne? Also er ist ja eher so elegant angezogen und sie hat da ja schon eher diese 80s-Schippe halt. Ja, drauf, auf ne? Also jeden er Fall. läuft jetzt nicht rum wie ein Penner natürlich Nee, und ist schon halt schick angezogen oder so, aber es ist ultra 80s. ja. Der ganze Film quillt vor 80s-Sachen auf jeden Fall. Der Ja. zweite ist da viel stärker noch, was das angeht. Ich Ja. habe gerade noch einen kleinen Geistesblitz, was mir aufgefallen ist beim Gucken vom ersten Teil. Ich muss noch einmal kurz zurück zum ersten Teil. Zum großen Finale, Ja. als sie den Vampir im Keller haben und dann so diese Scheiben einschmeißen, sodass immer mehr Lichtstrahlen rauskommen. Weißt du, an welchen Film ich da denken musste, wo ich diese Taktik das erste Mal in meinem Leben gesehen habe? From Dusk Till Dawn. Korrekt. Ja. Für mich ist das. Haben die das da rausgenommen? Für mich ist das genau genau. Wahrscheinlich, Umgedreht. oder? Das Also, ist so weil ähnlich. Ich kannte Fright Night auf jeden Fall vor From Dusk Till Dawn. Ja. Und für mich war das, als ich das bei From Dusk Till Dawn zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, yo, das habt ihr genau aus Fright Night geklaut. Ja. Damals habe ich das schon gedacht und gesagt auch. Ja, wettig. Also, weil der Das wird ist- den Film das gekannt ist haben, so- auf jeden Fall. Also, wir reden jetzt davon nicht nur, dass man sich die Idee überlegt, dass der Vampir mit Sonnenlicht verbrennt, so, das ist ja auch so ein ganz klassisches Motiv, sondern wirklich, wie die Sequenz inszeniert ist. Ne? Ja. Also in so einem halbdunklen Raum, wo dann so kleine Stücke von der Scheibe eingeschlagen werden und dann so ganz pointierte Lichtstrahlen, Weil es dann gerade hell wird so eine draußen. Art Luftlabyrinth, wie so ein Laserlabyrinth bilden, Ja. wo der Vampir nicht mehr rauskommt. Ja. Also das sieht wirklich sehr stark ähnlich aus. Ich wette, wenn man die sogar nebeneinander hält, die beiden Bilder, dann sieht man das total. Ja, und halt auch in der Dramaturgie des Films. Also auch am Ja. Ende, auch nach einer Nacht voller Horror, Ja, kurz bevor die Vampire geschlagen das werden. stimmt. Das stimmt. Aber das Im ist zweiten wollte ich Teil eben ist das nur ja auch sagen. nochmal so ein kleines Spiel mit dem Licht. Da wird ja dann über diesen großen Hochhaus, Treppenhausflur, oben mit der Glasscherbe, wird Ja. das Licht ja bis nach unten in den Sarg geworfen, um sie zu verbrennen. Richtig, ne? Da fummelt der dann mit diesem. Ja. Das sah ein bisschen derpy aus, weil das da irgendwie Ja. so. So viele Etagen und so wie pointiert, wie dann dieser Strahler dann unten genau getroffen hat auf Ja. das, was er jetzt angezielt hat. Soweit kann der gar nicht gucken, der Mensch. Wahrscheinlich nicht. Also, es stimmt, das war ein bisschen drüber, aber es Die war Idee war trotzdem trotzdem wieder cool. dieser Licht-Idee-Moment. Ne? Ja. Also das war trotzdem wieder cool, ja. Und Aber war was, natürlich auch wieder so dieser Faktor, ja, ey, Teamwork und so, ne? Wir Ja. arbeiten zusammen so. genau, Die sind da ja nach wie vor ja. das Team halt einfach. Was ne? mir zum ersten auf jeden Fall noch einfällt, wo du eben nochmal zurückgegangen bist, ist, dass gegen Ende des Films, als Amy eine Verwandlung in ein Vampirwesen vollzogen hat, dass die dann in so einem
leicht durchsichtigen weißen Kleid dann in so einer Silhouette erscheint erst und dann den Raum betritt. Und dann Marilyn Monroe-mäßig. Und dann Marilyn Monroe-Style, genau. So ins Bild kommt und dann sieht man auf jeden Fall, dass mutmaßlich sieht man dann ihre Brüste durch das Kleid, was auf jeden Fall auch eine witzige Idee vom Regisseur gewesen ist, da nämlich zu sagen, ich glaube, oder war das der Special Effects Mann, der die Idee hatte? Auf jeden Fall wollte jemand, ich glaube, da wollte auf jeden Fall jemand größere Brüste einbauen, ohne dass man die direkt zeigt. Also wir reden hier nicht von Full Frontal Nudity, sondern man sieht die Brüste nur durch das Kleid, aber man sieht, dass die größer sind. Und der Funfact daran ist, dass nämlich Amanda Beers, die Darstellerin, den dann viele, viele Jahrzehnte später immer noch zu Hause hatte als einzigen Prop vom Film. Ja, und die hat das wohl auch zu Conventions mitgenommen, die Fake-Silikon-Brüste. Und irgendwann verkauft auf einer Convention. Richtig. Ja, und da ging es ja irgendwie darum, ne, die verwandelt sich ja, wenn die zum Vampir wird, ja generell, ne, die Haare wachsen ja auf einmal und, ne, und die Brüste wachsen. Ja, auch diese Idee mit dem, da gibt es so eine Glimpse, wo die sich verwandelt und wo dann so ein breit aufgerissenes Monstermaul erscheint. Ja. Show it for a second. Ja, und genau, also die Szene wurde auch auf den letzten Moment noch von Tom Holland reingeschrieben und der ist dann zum Special Effects Mann gegangen und hat gesagt, ich brauche dann noch einen Knaller, wenn die sich umdreht, dann muss die so einen Monstermund haben. Und wir haben aber nur noch bis Dienstag Zeit. Und kein Geld. Und ich habe kein extra Geld. Mach das bitte fertig. Am Wochenende umsonst. Geile Sache, geile Anekdote auf jeden Fall, weil der Effekt ist nicht nur dann auch gemacht worden, es ist alles realisiert worden für no money, sondern das Ding hat es so weit geschafft, dass das bis auf das ikonische Postermotiv mit draufgegangen ist, denn in dieser spukartigen Nebelfratze, die auf dem Poster prangt, ist nämlich genau diese Monsterfratze. Ja, und ist im Film dann auch viel, viel mehr zu sehen als diese eine Sekunde, die Tom Holland dem Special Effect Menschen zugebilligt hatte oder versprochen hatte, weil eben das war halt wirklich so quick and dirty rausgehauen und finde ich super der geil. Der war ja auch wirklich geschockt, als der gehört hat, ey, fuck, du zeigst das jetzt richtig lang, das sieht doch voll scheiße aus, bla bla bla. Und dann hat er das halt irgendwann auf dem Poster gesehen. Hat aber selber ja noch gesagt, auf dem Poster haben die es noch so bisschen aufgewertet. Aber ich glaube, ich weiß, was der meint, weil das ja schon dann wirklich statisch ist. Ja, genau. Ja, es wäre sehr unbeweglich. Aber ich fand, es sah jetzt nicht scheiße aus. Nee, finde ich auch nicht. Nicht überragend geil, aber nicht aber scheiße. Ich sag mal, so Special Effects Leute, die waren ja natürlich auch sehr selbstkritisch, ne? Die wollten dann auch was Perfektes abliefern und der hatte eben nicht viel Zeit und der war mit dem Endprodukt nicht so ganz zufrieden. Deswegen kann ich verstehen, wenn der da mit sich selber so ein bisschen ringt. Ja, aber andererseits muss man halt auch sagen, der hat es halt wirklich an einem Wochenende rausgehauen. Ja. Als Goodwill-Aktion. Und das ist dann schon cool, dass das dann auf dem Poster landet. Ist auf jeden Fall, ja, wie du sagtest, ist eine witzige Anekdote. Ja. Ja, wenn man also Lust hat auf einen guten Vampir-Horrorfilm, sollte man sich Fright Night, Rabenschwarze Nächte angucken. Auf jeden. Wenn man auf ein bisschen 80s Eye Candy, Rollerblades, Bowling Areas und die Bowling Areas sowas Lust hat und ein bisschen alles drüber, dann sollte man sich Fright Night 2 angucken. Absolut. Dann ist alles erledigt, so mehr braucht man nicht gucken im Leben. Wir haben Teil 2 jetzt ein bisschen stiefmütterlich behandelt, ne? Ja. So, fällt dir noch was ein direkt? Nee, nämlich leider nicht. Doch, mir fällt was ein. Der ist ja ziemlich vergriffen. Ich bin neidisch auf deine Mediabook-Edition. Die sieht mal wieder fantastisch aus. Und der ist ja auch, den kriegst du jetzt nicht mehr so ohne weiteres, ne? Da ist tatsächlich so ein bisschen, also der ist ja von Columbia Pictures oder TriStar war das damals noch. Ja, da ist irgendwie so ein Lizenzding, dass irgendwas mit den Lizenzrechten für den weltweiten Vertrieb und für die Auswertungen, der war auch eine ganze Weile nicht auf DVD erhältlich. Also heute haben wir 2025, gibt es dann verschiedene Auswertungen davon. Hat auch, aber
in den Jahren, wo die DVD begonnen hat, also ich sag jetzt mal 98, 97, 98, bis 2010 oder so, war der nicht auf DVD zu bekommen. Der hat keine Pressungen bekommen, auch in Amerika nicht. Also nicht nur, dass die deutsche DVD nicht gab, sondern den gab es gar nicht. Nur Bootlegs sind davon kursiert. Aber die waren dann zumindest schon unrated und hatten dann wieder alle super gut gemachten Gore-Effekte auch drin, wie eben schon erwähnten Bauch oder auch eine Verwandlung von dem Werwolfsmenschen. Das war dann alles wieder drin, was früher rausgekürzt war mal. Ja. Aber das hat aus irgendwelchen Gründen, ich habe es jetzt nicht so ganz genau auf dem Schirm, aber das hat eine ganze Weile gedauert, bis der wieder offiziell verfügbar war. Und dann war der auch wieder schnell vergriffen. Ja. Deswegen gibt es das Mediabook nicht mehr so leicht. Ja. Soll auf einmal Ray mal rauskommen. Schön für einen schlanken Zehner. Ja. Der lohnt auf jeden Fall. Also ich muss sagen, bevor wir den dann geguckt hatten, es war so eben so, ne, so ein bisschen hatten wir ja über die Story damals schon geredet, ne, dass der so untergegangen ist und so, aber du meinst schon, der ist cool und ich war dann so, ja, okay, ich bin mal gespannt. Aber dass er dann wirklich so ein Niveau hatte noch, fand ich überraschend. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass der dann deswegen so verschwunden ist. Echt ein bisschen unglücklich, weil verdient hat das nicht. Das ist echt ein cooler, auch wie ich schon zu Beginn sagte, zu Teil 1, Sommerblockbuster. Das ist so ein richtig schöner Horrorfilm, den guckst du, also den würde ich nicht an Halloween gucken, den gucke ich im Sommer. Das ist ein Sommerfilm Aber den zweiten guckst du an Halloween. Nö, den würde ich auch im Sommer gucken. Beide, das sind beides für mich Sommerfilme. Ja, aber ich finde, der zweite, der hat irgendwie so ein bisschen der hat ein bisschen mehr B-Horror. Ja, hat er, auf jeden Fall. Ja. Also ich finde auch, der erste ist der bessere Film. Einfach weil der runder ist, weil der sowas Abgeschlossenes hat. Der ist auch schön direkt, also von Anfang an war die Vision, dass das in 35 mm war ja noch normal, aber dass das auch anamorph gedreht wird, dass das Bild entsprechend aussieht, das hat alles eine sehr, sehr hochwertige Ausstrahlung auch. Ja, auf jeden Fall kein Schnellschuss oder sowas und das merkt man dem Film einfach an. Ja, und in Mitte der 80er oder Ende der 80er ging das ja dann auch los mit Videoproduktionen, ne? Ja. Und das war halt das Glück, dass das zu dem Zeitpunkt noch nicht war. Ja, einer der letzten dann. Ja, jetzt haben wir lange geredet. Schön, ja. Ich finde, wir haben, gefühlt hat Fright Night 2 zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, aber ja, ich glaube auch. Ich glaube, langsam reicht es auch so, ne? Ja, also es ist trotzdem auf jeden Fall ein guter Film, auch wenn wir den vielleicht ein bisschen stiefmütterlich abgehandelt haben. Aber wie gesagt, ich habe den zuerst gesehen und der hat mich auf jeden Fall direkt eingefangen. Ne? Also, ja. Beide sind auf jeden Fall. Ich finde diesmal auf jeden Fall gut, dass wir nicht so viel über die Storys einzeln detailliert geschildert haben, sondern dass da vielleicht noch ein bisschen Überraschung für den einen oder anderen dabei ist. Aber wahrscheinlich ist ja das, was wir immer wieder feststellen, die Leute, die sich das hier anhören, die haben die Filme wahrscheinlich sowieso gesehen. Denen fallen wahrscheinlich viel, viel mehr peinliche Schnitzer von uns auf. Oder gefährliches Halbwissen oder als Wissen verkauftes Nichtwissen. Ja. Rumgestümpere. Genau. Wie auch immer. Wie auch immer, wie ein weiser Mann mal sagte. Miki, es war mir eine Freude. Ja, danke, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht heute. Ja, war cool, hat Spaß gemacht. Ja, wir verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö.